Nibritta nitarang human asadin diyatarshana Jeno sambhassumanin prapanyandhyam tamaha prabhu. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami hat gesagt, dass die materielle Welt, der materielle Planet, also das ist ein schmerzhafter Test für uns. Das hat Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada gesagt. Also die Welt ist ein schmerzhafter Test für uns. Also nichts ist permanent in der Welt. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, der spricht, der sagt, dass eben nichts permanent ist in der Welt. Also ganz egal wie hoch dein Bankkonto ist, nichts reicht aus, wirklich. Oder die Kraft, die kann dich auch nicht schützen auf immer. Dein Körper ist temporär, die ganze materielle Welt ist temporär. So, alles, was man da sieht, ist temporär. So, du musst dich dem unterziehen wie eine Operation. Das ist die Instruktion von Chaitanya Mahaprabhu. Trinada Bisanichana, Tarora Bisavishnu Manina, Manadina Kirtanya Sarahari. Also Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada sagt, dass wir uns dem Ganzen stellen müssen. Wir müssen das Leid tolerieren, mehr und mehr, was da ist in der Welt, so dass man rauskommen kann auf die Stufe von Neutralität und dass du die Harikatha verdauen kannst und verstehen kannst. Also wenn du so demütig wärst, wie demütiger wie das Gras, nachher kannst du Harikatha sprechen, immer und überall. Aber bevor man Harikatha spricht, muss man die Qualität sich aneignen. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man das eben hat, die Trinat Abhisonichena Bhav. Jetzt haben wir einen dritten Kanto. Das ist Devahuti und Kapila Dev. Kapila Dev. Also Kapila Dev ist eine Inkarnation vom höchsten Herrn. Your attention, please. Actually, if you cannot understand these topics, I mean, Sankhya Tattva, die Sankhya Philosophie. Also wenn du den nicht wirklich verstehst, die Philosophie, dann kannst du nie Bhajan anfangen. Also als allererstes musst du realisieren, das Leben ist so kurz und alles, was da ist, nichts ist permanent. Alles ist temporär. Du kannst die nicht Zuflucht nehmen bei einem Mann als eine Frau oder als eine Frau beim Mann. Also niemand kann dich schützen. Deswegen finden wir vor allem Srimad Bhagavatam. Gurur Nashasyat. Also ist ein ganz schöner Vers im Bhagavatam. Also vom Saubhari Rishi. Also Saubhari Rishi ist so ein machtvoller Rishi, ein Weiser. Also er hat Bhajan
ausgeführt, schon vor die letzten 16.000 Jahre ist er in seinem Bhajan und er hat dann ein kleines Vergehen gemacht und hat seine ganze Kraft verloren, seine spirituelle Stärke und Kraft und ist reingefallen in die materielle Verstrickung. Also da ist ein schöner Vers, Gurur Nashasyat. Pitana sasyat sajjano sajjanani na sasyat patin na sasyat na daivan na sasyat namo chayadaja samupeta mittim. Who cannot deliver you from this material world? Be careful. Also wer kann die von der Welt befreien? Wer kann das? Also wer das nicht kann, das ist kein Guru. Wer die nicht befreien kann von der Welt, das ist kein Guru, das ist kein Vater, das ist keine Mutter und das ist kein Ehemann und das ist keine Frau. Das ist ein ganz vitaler Punkt. Dass du die erst Vater nennen kannst, wenn du die Kinder befreien kannst. Oder Mann, wenn du deine Frau und die befreien kannst. Und so weiter. So, da ist jetzt in Manu sein Palast. Das ist in Südindien. Also so ein schöner Platz, er hat den Namen auch vergessen. Und da regiert Manu Maharaj die ganze Welt. Also was für Kraft hat er? Er ist der Sohn von Brahma. So einflussreich. Und jetzt hören wir eben, was da passiert ist. So wie der Kardama Rishi verheiratet worden ist mit der Devahuti, mit der Tochter von Manu. Und nach seiner Also er hat ihm gesagt, wenn ein Junge geboren wird, nachher geh. Also es ist ein glücksverheißener Tag, jetzt wird Kapila Dev wird geboren in Kapila Munis Haus. So er wächst dort auf. So in der vedischen Gesellschaft ist, diejenigen, die was sich sorgen um die Frau, wenn der Bur alt genug ist, nachher kann der Mann die ganze Verantwortung zum Bur geben, wenn er alt genug ist, wenn er aufgewachsen ist. Und nachher kann er gehen. Und er hat Sannyas angenommen. Warum hat er Sannyas angenommen? Warum? Es hat uns schon gesagt, weil warum nimmt er Sannyas an, wenn jetzt die höchste Persönlichkeit in seinem Haus Geburt genommen hat? Also, dass er das direkte Gefühl kriegt. Eine wirkliche Erfahrung. Es hat uns 3 Dinge gesagt. Das erste, was man realisieren kann, unsere Sinne, Pratyaksha und Paraksha durch gewisses Wissen, was du in deinem Herzen verstehst. Paraksha nennt sich das. Du kannst realisieren, der höchste Herr ist so und so, weil immer gewisses Wissen hast, weil du Harikatha gehört hast. Aber das ist nicht Aparakshanavati. Aparakshanavati ist, dass du eine wirkliche Erfahrung hast, also nicht nur Wissen. Es soll so Gyan entwickeln. Wie Gyan. Also, dass du das reif wird, das Wissen. Also Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj, große Persönlichkeit, die hat gesagt, wenn jemand ärgerlich war, hat er gesagt, komm her. Und er hat gesagt, oh, du musst
hören die Worte von Tridandi Bhiksha. Nachher kannst du Toleranz dir aneignen. Weil du eben jetzt ein Vaishnava bist, du kannst jetzt nicht mehr dich so benehmen und ärgerlich werden und deine Geduld verlieren. Nachher verlierst du alles, weil jetzt bist du ein Vaishnava. So, du kannst nicht mehr die Dinge, was in deinem Geist aufkommen, kannst du nicht mehr annehmen. Du musst jetzt wissen, du musst richtig handeln. Also gerade am Rishi, der hat Bhajan gemacht an dem Fluss dann. Und Kapila Dev, der übernimmt jetzt den Platz und er macht Bhajan. Und die Mutter, die ist eben beschäftigt mit materiellen Dingen. Und jetzt hat sie realisiert, dass ihr Leben die Zeit abläuft. Und bis jetzt hat sie nicht viel gemacht. So jetzt wird sie wirklich ernsthaft. Und Devahuti hat dann vom Herzen realisiert, dass das nicht mein Sohn ist, er ist die höchste Persönlichkeit selber und die muss Zuflucht bei ihm suchen, so dass sie ein direktes Verständnis und Realisationen kriegt im spirituellen Leben. Also sie geht jetzt zu ihm, so wie in der Bhagavad Gita, Tadvidhi Pratipradena. Also du kannst keine wirkliche Verbindung mit einem Vaishnava aufbauen, ohne dass du von ihm hörst, Fragen stellst und Dienst leistest. Also du kannst Bücher, so viele, du kannst dir erinnern, du kannst Klassen geben vor 1000 gelehrte Leute. Aber wir sind nicht interessiert in irgendwelche Klassen oder Lectures. Wir sind nicht interessiert in das. Wir wollen hören die direkte Realisation, die was du kriegst hast, selber von deinem Gurudev, wenn derjenige Satguru ist. Sagen wir mal. Also, wenn das gekommen ist in der Herz, über das sind wir begierig, das zu hören. Wir wollen nicht irgendwelche Lectures hören oder Klassen. So, Devahuti, Kapila. So, Nirvinna nitaram bhuvam Jeno sambhasvamaneno prapunya andhyam tamaho prabhu Nirvinya nitaram bhuman asudhanliyo tarshanat Jeno sambhasvamaneno prapunya andhyam tamaho prabhu. You must realize from heart what I am. Also du musst realisieren vom Herzen, was das bedeutet. Devahuti, die weint jetzt, die Frau, und spricht, dass sie eben jetzt genug hat von dem materiellen Leben. Also Nirvana bedeutet, dass sie jetzt die Nase voll hat. Also was? Also wenn man jetzt die eine fragt, wenn er da alles materielle Vergnügen gibt, aber kann man garantieren, dass du dann wirklich glücklich bist? Nein, es ist nicht möglich, es ist keine Garantie. Und du wärst nicht glücklich. Warum sind zum Beispiel so viele Leute in Amerika, in Europa, also die haben alles, aber die leiden. Warum? Also materielles Vergnügen, das gibt ja nicht wirklich die Freude, die Glückseligkeit. Und dasselbe spricht jetzt die Devahuti vor ihrem Gurudev. Das ist jetzt nicht mehr ihr Sohn,
sondern jetzt sieht sie ihn als Gurudev. Also in Chaitanya Mahaprabhu ist das Lila, wo eben Chaitanya Mahaprabhu fragt, Frau Mukunda, wer ist der Vater? Oder ist der Sohn der Sohn? Oder ist der Vater? Wer ist Sohn, wer ist Vater? Und er sagt eben von ihm, vom Raghunandan, obwohl er mein Sohn ist, muss ich sagen, er ist mein Vater, weil von ihm habe ich Bhakti gekriegt. So derjenige, der was der Bhakti geben kann, das ist Vater und Guru. Jai Krishna Tattva Se Guru Hoy. So jetzt ist sie voll. Sie hat die Nase voll, die Devahuti. Also er hat schon gesprochen gestern darüber, wie sie sich vergnügt haben mit Kapila Muni im himmlischen Vimana, in dem Flugzeug. So Kapila Muni ist aber eine realisierte Seele. In einer Fraktion von einer Sekunde kann er alles materielle Vergnügen wegwerfen. Aber für uns ist es eine Verstrickung. Wir können das nicht imitieren. Also als allererstes, dein Geist ist materiell. Dein ganzes Verständnis, deine Intelligenz, alles ist materiell. Also, was ist Man, Buddhi, Chitta, Ahankara? Also wie die jetzt also das ist das gleiche Tattva, aber zeigt sich in verschiedene Arten und Weisen. Man, Geist, Chitta ist so wie das Herz. Buddhi ist Intelligenz. Also so lang, sagt sie jetzt, war in der materiellen Welt und habe der materiellen Natur gedient. Und ich bin gebunden gewesen in der materiellen Verstickung. So meine Augen, die wollten materielle Dinge sehen und dann habe ich dort hingehen müssen. Meine Zunge wollte materielle Dinge schmecken und haben sie mich dort hingezogen. Also meine Sinne haben mir nie irgendwie geholfen, sie haben mich nur ausbeutet. Sie haben mich wie ein Boss da und gerufen, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Und wie ein Idiot bin ich immer nachgerannt. Darshanat mean in Sanskrit word is called thirsty. Also Darshanat bedeutet durstig. Also wenn du durstig bist, nachher trinkst du Wasser. So deine Augen, die sind eben, die dursten nach, dass sie materielle Dinge sehen. Deine Ohren sind so durstig, dass sie eben über materielle Dinge hören. Deine Zunge, die will nur Fleisch, Eier und also Dinge kosten in der Welt. So all deine Sinnesorgane bringen dich immer wieder in Schwierigkeiten. Schlussendlich bis zur Hölle. Aber du wachst nicht auf. Warum? Warum? Was geht mit mir vor? Du fragst nicht nach. Also das ist reine Dummheit. Also du kannst finden im Tempel von Siddhanti Maharaj, das sind 3 Affen, die eben nichts gehört, nichts gesehen und nichts geschmeckt. Die haben die Hand vom Mund oder die Hand bei die Ohren. Das sind 3 so berühmte Affen. Was bedeutet das? Sprich nichts Schlechtes und hör nichts Schlechtes und schau nichts Schlechtes. So das repräsentieren die Affen.
Also weil unser Geist, unser Gehirn wacht eben nicht auf. Deswegen hat er das Beispiel in seinem Tempel mit den Affen gezeigt. Also die Affen sind vorne vom Eingang, sind die da, damit man sich an das denkt. Und jetzt ist Devahuti eben komplett, hat die Schnauze voll vor dem materiellen Genuss. So sie hat immer ihre Sinne dient. Und dann hat sie herausgefunden, dass sie mir nie geholfen haben. Und sie haben mich nur weiter in Tamas runter und runter gebracht. Also, dass sie wirklich in Dunkelheit fallen, also in Ignoranz. Was kann sie jetzt machen? Hey Prabhu. Also wenn du das sagst Prabhu, Prabhu bedeutet, du gibst Respekt zu der Person. Prabhu bedeutet, dass er mich schützen kann. Das ist Prabhu. Also wir sagen zwischen uns, oh Prabhu, oh Prabhu. Aber wirklich bedeutet, dass du dich schützen kannst, geschützt wirst. So Devahuti, der ist jetzt beim Weinen und hat die Situation realisiert. This sun in the sky, wie die Sonne im Himmel. This sky, in the sky you can find one sun god. You can see everything clearly. Also durch die Sonne ist alles klar, du siehst alles. You can see when sun rises, you can see everything what is. Also wenn die Sonne aufgeht, siehst du alles. You cannot clear the darkness there inside. Aber was nicht gesehen werden kann durch den Sonnenaufgang, ist die Dunkelheit in deinem Herzen. Du siehst von außen alles erhellt, aber in deinem Herzen ist trotzdem noch die Dunkelheit da. Die kann nicht erhellt werden durch den Sonnenschein, der was am Morgen aufgeht. So nur von Sadhu, Guru und Vaishnava kann es gereinigt werden. Deswegen sagen wir Om Jnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya. Weil im Gurudev unsere Augen oder uns Wissen gibt, um das Herz, die Dunkelheit zu reinigen und zu erhellen. Das ist Satguru, das muss ein Satguru sein, der was Tausende und Millionen von Leuten befreien kann. So ein Guru. Also die können Millionen von Leuten befreien. Aber warum seien sie dann nicht befreit? Weil die eben nicht wollen und die wollen nicht hören. Die können nicht dann. Am Morgen machen wir Kirtan. Brahmanda Tarite Kona Bhagavanji Guru Krishna Prasadi Bhakti. Also in Kirtan we find Brahmanda Tarite Shakti Dhare Jane Jane. You know Bengali, you learn. Bengali learn. Then you can realize, get the test. Repeatedly I am speaking. Brahmanda Tarite Shakti Dhare Jane Jane. Also er sagt, wir sollen Bengali lernen. Yeah? You don't know? In the morning time you don't sing this song. Vaishnava Bandhana, don't speak. Binda Bandhana, Vasiya Vaishnava Vero Brahman. Prathame Bandhana Kori Savar. You must sing. By morning time in morning tune. Morning time when doing the morning tune is totally different. Es ist am Morgen Melodie. Vedic culture, also in der vedischen Kultur, da ist eben die Musik je nach Morgen, Mittag und Abend. Aber Chaitanya Mahaprabhu interessiert nicht jetzt der Ton noch.
wie du singst oder wie du sprichst. Das Mahaprabhu nicht interessiert. Also, wenn deine Stimme jetzt nicht schön ist, nicht süß, da ist Mahaprabhu, dem interessiert es nicht. Dem interessiert die Stimmung dahinter. Also er will nur dein Herz, das will er wissen, wie das ist. Keine Äußerlichkeit. So, eben, die Sonne äußerlich kann zwar alles erhellen, aber der dunkle Raum im Herzen kann nicht erhellt werden durch die materielle Sonne. Deswegen ist es wichtig, dass man eben Zuflucht sucht bei Guru und Vaishnava. Die können das ganze Brahmanda, das ganze Universum erleuchten und erhellen. Whole Brahmanda they can deliver. Whole Brahmanda, billions of Jivatma there. But they are not ready to come and take advantage from Guru Vaishnava. They like to play trick, politics. Also, aber die meisten Leute wollen eben nicht kommen zu den Vaishnavas, zu solchen Persönlichkeiten. Die wollen sogar, die machen sogar viele Vergehen gegen die. Und die gehen viele und viele Leben verloren und die fallen runter. Das sind Offense, Vergehen, was die begehen. So, you are now in front of me as the actual sun, which can clear the darkness there inside the heart. Also so sagt jetzt die Devahuti vor Kapila Dev, eben, du bist wie die Sonne und du kannst mein Herz erhellen, erleuchten. Und sie sagt auch, okay, ich bin eine Frau und ich tue mir dann noch schwerer, weil sie haben eine gewisse Schwäche, die Frauen. So wie ist das zu reinigen? Also wie kann man das auslöschen? Es ist nicht deren Fehler, es ist ein automatischer Faktor. Also das ist eine Arrangierung von der Manifestation, das Gefühl haben die von der Geburt, die Frauen. So Kapila Dev, der spricht jetzt. Oh Mataji, oh please, hör jetzt aufmerksam zu. Oh Mataji, actually, yoga adhyatikaha is an open term. Yoga adhyatikaha pumsam mato nisriya swayame. I can speak this adhyata yoga. Also ich kann jetzt sprechen zu dir über das Yoga, was eben für die ganze Welt günstig ist, kann dir den größten Nutzen bringen. And then Atyanta Uparati Yatro. Uparati means Uparatia bedeutet, you can say, Maharaj, now at present I am less interested about material income. But also that jetzt, is not Uparati. That is not Uparakyo. Because the root is there inside your heart. also du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich höre Harikata. If you can digest in front of Bhagavad, I can promise you, in whole life nobody can cheat you. By the mercy of my Guru, Also wenn du das Srimad Bhagavatam verdauen kannst, nachher kann der keiner Schwierigkeiten bereiten im Leben. Also du musst wirklich richtig aufmerksam zuhören. Dann kann die keiner abziehen oder machen kannst. Du musst das hören, es muss perfekt sein. Zuflucht suchen beim Gurudev. Ohne Gurudev hast du keine Möglichkeit, das wirklich zu verdauen. Die Schriften oder die Harikata. Aber alle Leute rennen dahin und dahin, um Harikata zu hören. Und dann sagt er, oh,
wohin soll man denn gehen? Wohin soll man denn gehen? Dann sagt Srila Prabhupada, du musst zum richtigen Platz gehen, wo du reine Harikatha hören kannst, von dem der Charakter 100%, sei Etikett und alles okay ist, nicht damit irgendwas mental oder dass er irgendwie nicht komplett 100% rein ist. Also du musst zu dem hin, die was 100% die Barmherzigkeit vom Srila Prabhupada haben, Srila Bhaktisiddhanta. Sonst kannst du sagen, du herrschst so viele Sachen oder das, aber du kannst ja in Schwierigkeiten durch das kommen. Also du sollst niemals Harikatha von materiellen Leuten hören, die was vielleicht schön sprechen können. Also da wirst du nie erfolgreich sein. Also so wie gestern gesagt hat, dass der Königssohn gesagt hat, okay, nimm Tabak und die Medizin. Also bitte erlaube mir, ich nehme die Medizin, aber erlaube mir auch weiterhin zu rauchen. Also so funktioniert es nicht. Deswegen warnt uns Srila Prabhupada. Und in Shastra findet man vor, Jiva Goswami hat gesagt, also der, was den Platz annimmt vom Vyasasan, da gibt Jiva Goswami starke Anweisung. Du kannst das nicht jedem erlauben, im Vyasasan zu sitzen. Also ganz wichtige Instruktion gibt der Jiva Goswami. Es soll nicht jeder in dem Asana vom Vyasasan sitzen. Es sind eben zwei Arten von Sprecher. Two kinds of bhakta. One kind of bhakta speaker inside greed, vanity, everything there. Also in einem Bhakta, in dem es Lust, Ärger, Neid, Zorn, Gier, und er spricht, damit er Ansehen, Ruhm kriegt, das ist der erste Sprecher. Die findest du auch heutzutage überall, also es ist ein Riesenproblem. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat ihm gesagt, du musst dein Ohr dorthin bringen, an dem Ort, wo du wirklich 100% reine Harikatha hören kannst. Weil es so viele Sprecher gibt, die was sprechen für Ruhm, Geld, Macht. Out of 100%, if not more, 99.90%. Somehow, they cannot promise touching Salgram Sila, touching Bhagavad, they can speak. They can develop leprosy. They cannot speak. You touch and speak. What why you are speaking Harikatha? To satisfy Krishna? Also du, für was sprichst du Harikatha? Sprichst du 100%, dass du nur Krishna Freude machst, oder sprichst du das irgendwas anderes in deinem Herzen? So, die können das nicht schwören, die können das nicht abgeben. Und deswegen haben sie gesagt, oh, berühr Shilagram Shila. Kannst du sprechen, kannst du das versprechen, kannst du deine Hand auf dein Herz legen und auf Shalagram Shila, und dass du wirklich nur für Krishna sprichst, hat Srila Bhakti Balaprabhu Goswami hat so gesprochen. Keiner will Krishna, keiner will Krishna, keiner will Krishna. Aber die spielen nur so, die machen ein Drama, dass sie Krishna wollen. Aber in Wirklichkeit wollen sie nicht Krishna. Aber wenn du willst, dann kannst du ihn kriegen. Aber es sind so viele Falsche, die was das eben nicht 100% schwören können, dass sie eben nichts anderes in den Herzen haben. Heutzutage geht so viel Vergnügen an im Namen von Harikatha, Tanzen, Musik. Bhakti ist nicht irgendwas Billiges, was am Markt verkauft werden kann. Ein Tropfen von Bhakti ist so selten.
I'm trying to follow Prabhupada 100%. Also deswegen müssen wir 100%ig Prabhupada folgen. Wir können es nicht, aber wir versuchen es vom Herzen. Now actually, it is not uparato. You cannot place guarantee. You can say, Maharaj, at present I am not feeling attraction in this material world. Also du kannst zwar vielleicht sagen, okay, jetzt momentan, im Jetzt fühle ich keine Attraktion für die Welt, aber das ist nicht garantiert, weil in der Wurzel hast du immer noch das Verlangen für das. Vielleicht ist es jetzt nur nicht an der Oberfläche. Die Wurzel, die ist immer da, so die muss rauskommen. Die Wurzel von deinem, dass du eben in der Welt Vergnügen suchst, das muss komplett ausgerissen werden, die Wurzel. Und jetzt spricht Kapila Dev und unterweist sie. Dukh bedeutet Leid und Sukh ist Vergnügen, materiell. There is no, misery, there is no sukha, enjoyment, and there is no misery. So, in die Schriften, wenn man wirklich dort schaut, ist in der materiellen Welt keine Freude und kein Leid vorhanden. Sagen wir mal, wenn eine Person es gewöhnt ist, dass sie immer in minus 20 Grad Umstände lebt. Aber wenn der nach Indien kommt, jetzt nach Rajasthan, und sagt er, oh, wie heiß ist es da, da kann ich sterben. Und warum ist es so? Er fühlt sich durch die materielle Konditionierung, fühlt er sich glücklich in der minus 20 Grad. Und das ist dann das Gegenteil. Und auf die Art und Weise kann man prüfen, dass eben das Vergnügen und das Leid in der Welt, das ist auf keiner Basis basierend. Also die Leute, die weinen, oh, ich leid so viel. Also was ist dein wirkliches Leid? Dein wirkliches Leid ist, dass du kein Bhajan machst. Also du leidest, weil du nicht versuchst, Krishna zu bekommen. Du sollst nur das Ziel anstreben. Für das sollst du sogar bereit sein zu sterben. So in der Bhagavad Gita gibt es eine schöne Anweisung. Also das ist der Vers. Jehi sansparsaja bhogaha duksho janayo evate adyantavantyo kantyo nateshu ramate buddha. Those who are really intelligent, who Arjuna, they never go for sensual enjoyment. Why? Because sensual enjoyment. So die, was intelligent sein, die suchen nie materielle Freude oder Vergnügen. Also dein Leid, das hat da, der Leid und Vergnügen, das hat einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Sagen wir, du vergnügst dich, so fängt's an, du trinkst Wein und vergnügst dich dann, aber nachher kommt der Stopppunkt, wo es dir schlecht geht. So, materielles Vergnügen und Leid, das ist ohne Basis, hat keine Basis. Jemand hat gestern Purushottam angerufen, damit er in Kontakt kommen kann mit Shyamdas Prabhupada. Er hat gesagt, er ist runtergefallen vom Stuhl und hat seine Hand gebrochen. You cannot speak direct, you cannot speak 100%. You are not hearing Harikatha. You are not thinking about, Guru Vaishnava. That's why you meet with problem. Also zu ihm gesagt, no question of problem. du hörst nicht
Du hörst nicht wirklich Harikatha. Deswegen hast du dir die Hand gebrochen. Also von dem Tag, wo du Harikatha hörst, da kann kein Problem mehr zu dir kommen. Also das 100%igen Glauben hat er da. So this you see, now Kapilji Maharaj speaking, oh mother, the procedure I am going to speak you is a total remedy. So den Vorgang, was jetzt Kapila Dev spricht, der sagt zu Devahuti, das ist jetzt die Lösung für all deine Probleme. Also dein materielles Leid und dein Vergnügen, Sukha und Dukkha, in Sanskrit, das kannst du alles bei der Wurzel auslöschen. Also was ist die Technik dahinter? Was ist der Trugschluss an? Also das Herz bedeutet das wirkliche Selbst, das Chitta. Man, Buddhi, Chitta, Ahankar, but you cannot translate it to English properly. Aber die Worte kann man nicht übersetzen ins Englische. Man, Buddhi, Chitta, Ahankar. It's a fine technology there inside your heart, Mataji, you don't know. It's a kind of locking. If you are going to get the association of matter, Dhayato Vishana Pungshan Sangoste Shupajayate Sangyat Sangyat Kamaha Kamat Krodo Vijayate Krodat Bhavati Sanmaho Sanmahat Siti Vibhamsad Buddhinaso Buddhinasartans. Bhagavan Sri Krishna speaking in Gita. When you are continuously thinking about the material thing, you are getting association. Also wenn du durchgehend an materielle Dinge denkst, nachher hast du Gemeinschaft mit denen. Und die binden die machen einen Knoten im Herzen. Und wenn du das... Aber wenn du materielle Dinge nicht kriegst, dann wirst du ärgerlich und dann kriegst du immer nur mehr in Tamas. If the director gone, the director break down, then the company also break down. Right? The director say be okay. Very nice. Also das Buddhi, der Geist, der muss perfekt sein. Das ist der Direktor, weil wenn der Direktor wegfällt, dann funktionieren alle anderen Manager nicht mehr. Also der ganze Körper funktioniert nicht. This kind of material, in this material world, you can create 3 moods of nature. Also in der Welt kriegst du 3 verschiedene Arten von Erscheinungsweisen. Raja, Tamas, Sattvas. Also sollst nie irgendeine Berührung haben mit denen. Rajas, Tamas und Sattvas. Manche Leute, die streiten, die kämpfen. Und der Tattvajnani, der was die klare Sicht hat, der schaut die an und der sagt, die kämpfen nicht wirklich. Das ist Tamagun und Sattvagun. He is bound, he is put into Maya, so he is in Tamaguna. You want to steal this thing from your house, what do you do? Actually, Guna and the police, he is Rajagun, he is fighting with him. Yes. Also derjenige, der was kämpft, das ist Rajagun. Und der sieht jetzt nicht an Kämpfen oder an Stehlen, der sieht nur die materielle Erscheinungsweise, das materielle Guna, Rajas, Tamas oder Sattva, sowie 3 Farben. Jadat Maharaj hat da keine Spannung gefühlt, wo er in der Situation gekommen ist, dass er
dass ihm eben einer in den Kopf abhacken will. Aber er ist ganz ruhig und legt sich hin auf den Holzstock, wo ihm der Kopf abgehackt wird. Ganz ruhig. Er hat keine Spannung. Chada Maharaj, Prahlad Maharaj genauso. Er wollte ihn runterwerfen von den Bergen, vor die Schlangen, vor die Elefanten, aber er ist komplett frei von Angst, weil er weiß, dass Hari ihn immer auffängt und ihn immer beschützt. Also wilde Elefanten sind gekommen, um ihn zu zertrampeln, aber keiner hat irgendwas machen können. Er war immer beschützt. Also das ist alles wichtig. Es muss man ganz genau verstehen, die Sache. Sonst kannst du nie erfolgreich sein im spirituellen Leben. Also du musst befreit sein von den 3 Erscheinungsweisen, von der materiellen Welt, dann bist du frei. Ansonsten sind es Fesseln. Also in einer Sekunde kannst du gefesselt sein oder befreit. Das hängt davon ab, was du für Wissen gekriegt hast von Guru und Vaishnava. So this kind of Abhiman means false ego. Now I can speak you nicely the technology there, inside your heart, Chitta. Also da ist jetzt ein technischer Punkt, was bedeutet das Chitta jetzt? In Englisch kann man das übersetzen als das Herz. Heartbeat? You are feeling heartbeat. This also, heart? No, actually heartbeat inside. Das Herz ist nicht, das ist nicht das, was du schlagen hörst im Körper. Actually, you can find your antakaran. So im Antakaran. Actually, Vedic, term which I use is called antakaran. The inside your body has an antakaran. There is one existence of you. Also da ist eine Existenz von dir. Es nennt sich Antakaran. Also das ist ein subtiler Körper und der grobe Körper, gemacht von 5 Elementen, der feinstoffliche. And that subtle body is called Karan body. Is responsible to take you from life to life, birth to birth. Also der subtile Körper, der tragt dich von Leben zu Leben. Es nennt sich Karan Sharir. Und das ist die originale Ursache, um die von dem Körper im nächsten Körper zu bewegen. Das ist Leben für Leben. Gehst so in andere Körper ein. Also das ist Antakaran. Also was ist die Zusammensetzung von dem Antakaran? Also, wie ist der gemacht, der subtile Körper? Aus 4 Sachen. Aus Man, Buddhi, Chitta, Ahankara. Man, Buddhi, Chitta, Ahankara. You know? Ahankara means false ego. Ahankara, falsches Ego, Man, Geist, Buddhi, Intelligenz, Chitta. Kann man Herz sagen, aber ist nicht wirklich der richtige Ausdruck. Also wenn Mahaprabhu sagt, Cheto Darpana Marjanam, was meint er dann damit? Cheto Darpana Marjanam. Why Mahaprabhu speaking this way? Darpan means glass. Darpan bedeutet eben ein Spiegel, ein Glas. Warum sagt er nicht Cheto Marjanam? Er sagt Cheto Darpana Marjanam. Also er wollte ihm damit sagen, dass der Herz wie eine Art von Spiegel ist. Also du musst es reinigen. That Mahaprabhu speaking this way also, I can speak, that your heart is just like a pond, also man kann auch sagen, eben, dass der Herz wie klares Wasser ist. Full of clean water.
And the summertime, in the summertime, Also in der Sommerzeit there is no rain, no wind, there is no rain, no also wind. da ist kein Regen, da ist kein Wind. At present, you see, now I can show you, it is just like a mirror. No problem there. Es ist wie ein Spiegel. I can show you in that, because in childhood we used to go to field and pond here there to do some, because as naughty boys, you see, used to do playing. So we found. Also als Kinder haben sie eben gespielt in solche Flüsse und Bäche und kleine Teiche. Und der ist dann so klar, liegt alles ruhig, das Wasser, und es ist wie ein Spiegel. Und die Kinder haben dann einen Stein reingeworfen. Und dann haben sich alles Wellen gebildet. Und genau zur selben Zeit kannst du verstehen, dass eben die Bäume und alles fangen an zu wackeln, fangen sich zu bewegen. Das siehst du dann in dem Bild von dem See. Obwohl der Baum in Wirklichkeit still heraus steht, aber im Wasser bewegt er sich hin und her. Also das ist dasselbe. Also alles ist, wird verzerrt im klaren Wasser an einem See, wenn man da einen Stein reinwirft. Und genau unsere Anhaftung, die kann man jetzt so darstellen, dass unsere Anhaftung der Stein ist, denn was du reinwirfst in den See, und dann siehst du alles verzerrt. Then you are feeling, what to do, what not to do. Und dann denkst du, was soll ich jetzt machen? Also das Chitta kann man sagen, ist wie ein Magnet. Und kann man vergleichen mit einem Magneten. Also jedes Eisenstück wird angezogen von dem Chitta. So, und das Gleiche ist, das Chitta macht von allen attraktiven Dingen, die was du anschaust in der materiellen Welt, ein Bild. Also das macht alles Bilder, das Chitta. Also du machst eben Bilder in dem Chitta und dann siehst du vielleicht einen Monat später das und nachher fühlt sich das wieder angezogen zu dem. Somit fallst du immer wieder in denselben Trugschluss. So manche sagen, oh, mein Geist ist nicht in Ordnung. Mein Geist ist nicht in Ordnung. I can believe. You speak this way? Yes, mind is there. Everybody saying my mind is good. Also viele sagen, oh, mir geht's halt so, ich fühle mich so schlecht, mein Geist ist heute auf und ab, hat die Schwierigkeit. Aber der Direktor des Buddhi ist die Intelligenz. Das sitzt still. Und das gibt einen Ratschlag an den Geist. Und nachher sagt sie so und so auf die Art und Weise kriegst du es. So macht es auf die Art und Weise, nachher kriegst du es. And how you are feeling attraction for those things? What is the basic thing behind it? I know chitta is there, mind is disturbed, brain going to take decision, it's all okay. But how far you are feeling basic which that's called false ego. Also durch das falsche Ego
fühlst du eben die Attraktion. Das sind die 3 Erscheinungsweise von der materiellen Energie, nennt sich Aham Tattva. Man Buddhi Chitta Ahankara. Das ist zusammengesetzt, ist falsches Ego. Und die Faktoren, was er jetzt beschrieben hat, die bringen uns alle in die Fesseln. Und durch da muss jetzt, ist die einzigste Möglichkeit, Zuflucht suchen bei Sadguru und Vaishnavas. Now actually, Kapila Maharaj giving nice advice to Mataji. Oh Mataji, try to know the fine technology. So, jetzt gibt Kapila Dev eben Ratschlag an der Devahuti, wie du rauskommen kannst aus der materiellen Verstrickung. Mokshadaram apabritam 25 adhyay. Prasangamajaram pasam atmanaha kavayo vidu swaiva sadhu sukrito mokshadaram apabritam. I know what you are saying. How to go out? Also ich weiß, wie du dich fühlst und ich kann dir jetzt den Weg zeigen, wie du rauskommen kannst. Kavayo bedeutet, die, was eben realisierte Seelen sind, die was sehen können, die Zukunft, Vergangenheit und Jetzt. For you, it is a great bondage if you go for material association. It's my wife. Also für die ist es, das bringt ihnen Schwierigkeiten, wenn du materielle Verbindungen aufbaust. Mit Kindern, das ist meine Firma, das ist meine Arbeit, meine Verwandten. Also gewollt oder nicht gewollt, irgendwie hast du Gemeinschaft in der Welt. Aber ein ganz feiner Punkt ist jetzt da. Also im Bengali sagt man, wer Krishna Bhajan macht, das ist der cleverste, das ist der intelligenteste. Der was wirklich Krishna Bhajan macht, der wird so intelligent, das kann keiner sich vorstellen. So clever. Also der weiß eben, wie man die Balance eben jetzt kriegt. Und deswegen muss man jede Sekunde Krishna Bhajan ausführen. But I can make fool of you that I am sitting in front of you. I am sitting in front of you? No! I am sitting in front of my Gurudev Prabhupada. I promise. Also er sagt nicht, dass er vor uns sitzt, sondern er sitzt vor Prabhupada und seinem Gurudev. Haridas Thakur. When cross coming night time Lakhahira, you can think this way past Srimad. Wenn die Prostituierte kommen, ist Lakshahira. Sitting in front of Lakshahira, he should go away from there. No. So merciful. Haridas Thakur was very careful. Also Haridas Thakur war in dem Fall auch ganz vorsichtig. Er hat gechantet. Und Lakshahira. Lakshahira wollte in die Gemeinschaft mit Haridas. What do you mean by association? See feeling. Also sie fühlt eben physische Gemeinschaft, was sie von ihm kriegen will und ihm geben will. Aber er sagt, er kann ihr spirituelle Gemeinschaft geben. So 3 Tage kommt die Prostituierte zu ihm, zum Haridas Thakur. Sie kann ihn nicht irgendwie im kleinsten Moment rausbringen. Er ist nicht gestört durch irgendwas von ihr.
Er chantet, sitzt da und chantet und sagt da und jetzt heute habe ich meine Runden nicht fertig chantet, so wir können uns morgen treffen. Und nach dem dritten Tag fällt die Prostituierte dann zu seinen Füßen und sagt, oh, ich weiß, ich war falsch, ich bin mit dem falschen Denken zu dir gekommen und jetzt hilft dir Haridas Thakur. So Haridas Thakur hat ihm seine Gemeinschaft ihr gegeben, nicht sie ihm. Also das Gleiche ist, dass Srila Prabhupada, der geht auch nicht nach Kalkutta, der geht zu Gaudiamant und gibt sich selber zu Tausende von materiellen People, von materiellen Leuten. Aber wir denken und sagen, materielle Leute, die denken, oh, der ist wirklich nach Kalkutta gegangen. So Mother, a fine technology is there inside you. It depends upon your association. Also das hängt alles davon ab, von der Gemeinschaft. Aber die Gemeinschaft, was wir momentan haben, ist materiell. Also wir machen materielle Gemeinschaft. Also wir machen materielle Gemeinschaft. Also materielle Gemeinschaft bringt ihnen Probleme. Aber die Gemeinschaft, was du hast, mit reinen Seelen, reine Vaishnavas und Guru, machen Mokshadaram Apabhrita bedeutet, Moksha bedeutet frei. Frei von allen Problemen. Preliminary discussion. Moksha means to go out of any kind of suffering. Moksha dharam apavritam. Apavritam means unveiled. It was kept secretly. Now, when you go for nice association, now it's instantly open. The screen is over. Screen is gone. Then you see. This way is so. Now, Kapila Maharaj speaking, you know what I mean. Und jetzt spricht dem Kapila Dev. Oh Mother, now you can ask me, then how I can realize who is Sadhu. Kapila Maharaj suggests. Kapila Dev sagt ihm jetzt zu ihr, du musst eben gehen vor richtige Gemeinschaft, zur richtigen Gemeinschaft. So sie sagt, wie realisiere ich das, wer ist der Sadhu und wer nicht? Und Kapila Dev gibt jetzt den Advice, den Ratschlag. Follow my point. Who is Sadhu? How to detect? But a preliminary symptom I can speak, Mother. So, er spricht jetzt über die Symptome von so einem Sadhu, Titikshavaha, Karunaya, Suradas Sarvadehinam. Then I can clarify this point. How you can realize that he is Sadhu, he is Sadhu, he is not Sadhu. Also eben, wie ist das zu realisieren? Wer ist jetzt ein Sadhu, wer ist kein Sadhu? Also das ist wichtig, das zu verstehen. How to realize, how to understand this technology you must, hear very nicely. First of all, Kapila was speaking, Titikshavaha. Also er sagt Titikshavaha. In Sanskrit bedeutet es, also dass du toleranter bist wie ein Grashalm. Viel mehr wie ein Gras. Es war von keiner Situation gestört, nichts in der Welt. Er fühlt sich immer okay. Weil ein reiner Devotee, ob der jetzt in den Himmel kommt oder in die Hölle, so wie zum Beispiel Vritrasura, kommen wir im 6. Kanto dazu,
So Vitrasura, der fühlt sich immer okay, obwohl er in solchen Umständen ist. Also im Himmel oder der Hölle, der Devoti, der Vaishnava, fühlt sich nie gestört. Also die Diksha da ist mehr tolerant als wir. Krass, so wie der Vairstrinath und bisschen Nichana. Also ein Baum, der spricht nie zu dir, oh, jetzt davor schneidest du mal einen Ast ab oder nimmst mir die Frucht weg vom Baum oder du, jetzt habe ich den Schatten gegeben und jetzt dreht es auf mich oder jetzt urinierst auf mich. Also es ist im Baum egal. Der Baum gibt immer noch. Also Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Ohne die kann man nicht raufgehen in Bhajan. Die sind da, aber wir sind in so einer schlechten Position, dass wir, obwohl die da sind, so einen Ratschlag geben, können wir nicht raufgehen in Bhajan. Wenn Srila Bhaktivinoda Thakur schreibt, dann ist es nicht, dass er uns irgendein Philosoph gibt, sondern er gibt uns direkte Realisationen vom Golok. Wenn du ein Wort von Srila Bhaktivinoda Thakur liest, dann siehst du das Bild, was Srila Bhaktivinoda Thakur geben wollte. Also wenn er selber Srila Bhaktivinoda Thakur liest, also er wird verrückt. Das ist so wunderbar, wie er das Bild in einfache Worte darstellt. Srila Bhaktivinoda Thakur. Also Bhaktivinoda Thakur macht durch seine Schriften Bilder, die man dann sehen kann, aber doch sind wir so Idioten und können die Sachen nicht verstehen und annehmen. Also der Baum niemals protestiert, auch wenn du den abschneiden willst. Der fragt niemals nach Wasser oder dass er durstig ist. Sukaya Maile Panina Mala. Also wenn irgendjemand von dem Körper, vom Baum, jemand was fragt, was er nehmen kann, der Baum sagt niemals nein, er gibt immer. So wie zum Beispiel Krishna mit seinen Freunden in die Wälder. Also Krishna spricht da zu seinen Buben, oder Bäume, das sind wie ausgezeichnete Personen, die wollen immer nur geben, 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 geben. Wollen Früchte geben, Holz geben, Schatten geben, Schutz geben. Das ist alles der Baum. Ein Sadhu niemals spricht, oh gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Ein Sadhu ist so da, dass nimm von mir. Alles, was du haben willst, kannst du dir nehmen. Aber die, was Bhajan machen von der materiellen Energie, die fragen die materielle Energie, oh Mata, oh Mutter, bitte gib mir Ruhm, Geld, Frauen, Kinder. Aber Vaishnava, der gibt alles, der gibt seinen Körper. Ich will nur, dass du zufrieden bist. Krishna, das ist ein Vaishnava. Also kein Selbstinteresse, nicht der einzigste Hauch von Selbstinteresse. Also nur wir wollen sehen, dass der Guru Varga, sein Guru glücklich ist, Chaitanya Mahaprabhu und Krishna. Es ist die Diksha Vaha. But time cannot permit. No, time is so. At least for Bhagavad, this 10th canto, I must keep at least 14 days. 15 days is no good. I'm feeling sorry, I cannot discuss. So, you see, Titikshabaha.
Karunikaha, das ist das nächste Wort in dem Vers. Also das ist Barmherzigkeit für alle Seelen, für alle Lebewesen in der Welt. Das muss der besitzen. Und Surida. Das bedeutet, dass man ihm was Gutes gibt, Freundlichkeit. Also so wie zum Beispiel der Vater, Mutter, die wollen auch was Gutes für ihren Sohn oder für ihre Tochter. So das ist, bedeutet Surida. Also die Vaishnavas und Guru, die wollen auch immer nur geben. My mother going to do some good for me, as Suridha, he like to do some benefit for me, and Sarvadehinam. Oh, Jivatma here. Irrespective of caste and creed, also das sind ohne Feinde. Die wollen für jeden nur das Beste. Sarvadehinam. I like to do some good for you. Ayata Satrabhavin, there's no. Ayata Sarvata Shanta. There's no enemy. Also, die haben keinen Feind in der Welt. Yudhishthira Maharaj, der denkt sich auch niemals, dass jetzt irgendein Feind in der Welt ist. Ajata Satravaha. Yudhishthira Maharaj, er denkt niemals, dass er mein Feind ist, er ist mein Freund. Das zeichnet einen großen Sadhu aus. Also Freund und Feind, das Konzept ist nur in der materiell verstrickten Person. Also die sagen auch nie, oh Krishna, hilf mir, beschütz mich. Ein reiner Devotee spricht auch nicht, oh Krishna, beschütz mich. Vishwanath Chakravarti manchmal sagt, okay, manchmal in Ausnahmefällen sagen sie das, aber das ist nicht vom Herzen. Anyway, very nice. So, here, Ayata Satravaha. Sadhu never think he is my enemy. Also Sadhu denkt niemals, er ist mein Feind, mein Freund. Er ist freundlich und offen mit der ganzen Welt, jedem gegenüber. Und Shantaha. Shanta, immer ruhig, immer friedlich. Was bedeutet, was verstehst du unter friedlich, ruhig? Das bedeutet, dass du nichts willst in dem Leben. Deswegen hat er keine Störung in seinem Leben. Also Shanta bedeutet, dass du nichts willst, keinen Wunsch in deinem Herzen hast. Das bedeutet, ohne Niskinchan Bhav, da kannst du niemals sagen, dass du Shanta, ruhig bist. Wenn du das im Herzen hast, dann bist du immer rastlos. Du wirst nie ruhig sein, wirklich. Always some restless condition going inside your heart. We Vaishnava, if you want, Krishna, I want to lead peaceful life, then I am idiot. Prabhupada speaking, he is a kama, passive calm. Also wenn wir sagen, one kind of passive calm, don't disturb me. I like to see peacefully. I have taken Harinam, I am taking best sannyas. Wir sagen, okay, ich will keine Probleme, aber ich will Krishna. Also, dass einer zum Beispiel nur jetzt sagt, okay, er sitzt da in seinem Tempel und chantet, aber er macht sich keine Probleme. Also nur Srila Prabhupada hat so sprechen können. Das ist passives Kam, also nicht direkte Kam. Wenn du eben ruhig bist, dass du dir dann zurückziehst, du sagst, okay,
ja, beim Tempel, ich chant, ich mache das und alles läuft so auf und ab. Aber wirklich, der Krishna Devotee, der geht auf Schwierigkeiten zu. Also Sadhus Schmuck sind nicht irgendwelche Schmuck, Armreifen, Ringe, Ohrringe oder Halsketten, sondern von einem Sadhu, die Ornamente, das sind die Qualitäten. Die ruhige Gelassenheit, die Barmherzigkeit, die Toleranz und die Freundlichkeit. Das sind die Schmuckstücke einem Vaishnava. Der braucht nichts anderes. Matkrite takto karmanos takto sajjana bandavaha madasrayaha katha mishtaha srinantvi kathayanti cha tapanti vividha tapa noitana madgut chetasaha to ete sadavaha sadhi sarvasanga vivajitaha sangasteshu atho te partha sango doso harahite. How you can get remedy? This disease, material disease, how we can go out of this? Also was ist das Gegenmittel für die materielle Welt? So na anya bedeutet nichts anderes. Ananya bedeutet in Sanskrit Moi Ananya, na Anya, nichts anderes. Iti Ananya, also einzigartig, kanalisiert, keine Zweige. In deinem, also der Geist ist nicht viele Zweige, sondern ist kanalisiert. Der ganze Geist ist kanalisiert in eins, nicht in viele verschiedene Zweige. Also Ananya Bhav. Oh, Bole Baba, Shankar, please protect me. Don't speak this way. Always try to call Krishna. But you can pay respect to Shankar as Vaishnavanam, Jasasambhu. But as and when you are important, put it into problem, you can go to Bole Baba, you can go to Devi Maya, you can go to Ganapati Devata. Also Vaishnava, der geht niemals zu Shiva oder Ganesh oder zu anderen, die gehen nur zu Krishna, die verlassen sich nur auf ihn. Die geben Respekt zu all den Halbgöttern, aber sie sind nur für Krishna interessiert. Starke Bhakti, Ananya, einzigartig, nur für Krishna. Moi anannena bhavena bhaktim kurvanti jehi janaha kurvanti bhaktim in Sanskrit. Explanation. Jehi janaha kurvanti bhaktim for them. So moi anannena bhavena bhaktim kurvanti jehi matkrite for me, they are going to leave everything. Radharani going to throw everything. Mirabai like to throw everything. Kick. Also Radharani, der wirft alles weg, Mirabai genauso. Matkite takto karmanaha takto sajjana bandavaha. All, relation, everything. Alle Beziehungen, die werfen die weg. Und wenn geile, sagen sie es. How to protect my family relation, how to protect Krishna. Two at a time you cannot do. Also du kannst, wenn du deine Familie zufriedenstellen willst und also auch Krishna zufriedenstellst, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Prabhupada's birthday, Abhirabha Tithi. First I started with this point. Both cannot be done at a time. To seek the sickness, to seek the happiness of Krishna. Also, dass du zwei Dinge ist, dass du Krishna zufriedenstellst und die Gesellschaft zufriedenstellst, das geht nicht.
then you cannot feel disturbed. Es ist nicht möglich. So, matkrita taktos. Also du musst dich dann nur auf eins konzentrieren. Du kannst nicht beide Füße auf zwei verschiedene Boote haben. Harikatha ist gleichzusetzen mit Hari. Also wir sollen ja all sei Harikatha anhören, immer und immer wieder, damit wir die Dinge mehr und mehr verstehen. Tita Goswami Maharaj hat auch gesprochen. Also das ist Bhaktivinoda Thakur im Kirtan hat es auch gesagt. Oh Prabhu, bitte erlaube mir zu trinken, mehr und mehr Harikatha zu trinken, dass ich mich betrunken fühle, berauscht. Also die, was Wein trinken, die sprechen nach dem nur ein Blödsinn, aber nachdem du die Harikatha getrunken hast und den Rausch angenommen hast, nachher sprichst du berauschende Harikatha. Wunderbar. Also die interessiert nichts in der materiellen Welt, wie Verrückter. Also auf die Art und Weise soll man hören und sprechen. Die Diskussion mit Roy Ramananda und Chaitanya Mahaprabhu ist, so Chaitanya Mahaprabhu sagt zu ihm, du sprichst so wunderbare Harikatha zu mir. Aber Ramananda Roy sagt, na, wirklich, du singst in mir, aber du sitzt vor mir und willst das hören. Also du machst ein großes Drama um das. Also du sprichst in mir. Er wiederholt das jetzt wieder. Somit, so als wie ich der Sprecher war und du der Zuhörer. Aber in Wirklichkeit singst du, sprichst du und du hörst. So, dieselbe Sache sollten wir realisieren. Wir sollen nie denken, oh, ich kann Harikatha sprechen und ich kann die ganze Welt anziehen mit meiner Sprache, mit meiner Rede. Niemand kann Harikatha sprechen, ohne dass ihn Gauranga und Nityananda inspiriert. Es ist keine Praxis, was du praktizierst, dass du vor Tausende von Leuten dann sprichst. Das ist nicht der Sinn, das sind alles Idioten. Also er hat uns schon gesagt, zwei Arten von Sprecher gibt es. Einer, der was rausspricht, nur von seinem ekstatischen Gefühl und bei der Inspiration von Guru, Gauranga und Mahaprabhu, und der andere Sprecher, der will Geld ansammeln, Ruhm ansammeln, Ruhm, Position und Möglichkeiten materiell zu genießen. Srila Bhaktivinoda Thakur spricht es, nicht er spricht es, und Srila Narottam Das Thakur. I am traveling here and there to collect money. Simple. If you say I like to deliver them, you are not speaking rightly. Because English, we find one conception, charity begins at home. Charity begins at home. If you at all like to deliver, you must deliver your own, own son. Also Charity, das Geben von Charity, das beginnt daheim. Also du sollst deine Familie oder die selber zuerst einmal befreien und nachher kannst du gehen und Tausende von Personen, nachher kannst du andere predigen, aber zuerst fängt es in deiner Familie an, dass du die befreist. I am not speaking that this Sadhu doing this, I am not criticizing anybody. I am speaking Narottam. I am not speaking. Srila Narottam Das Thakur spricht es. No, I am not speaking the Saimar, not speaking. What is there in scripture I am speaking. For me it is true. I am traveling here. It is not, for Swami Maharaj, Goswami Maharaj, Vana Maharaj, not. I am not speaking this way. Don't try to think wrong way. So, you see, Madasraya Katha Mrishta Srananti Kathayanti Cha
tapanti vividas tapaha naitana madhugata chetasaha. Then there is one and single picture inside his heart, Supreme Lord. After hearing and drinking Harikatha, I feel some sort of such feeling that I am also doing Ekadashi, Janmashtami, Purushottam is one kind of astudian penance. We, Gaudiya, cannot prescribe strong astudian penances. Also die Gaudi-Vaishnavas, die machen nicht so wirkliche Entsagung. Wir wollen das nicht. Also die Guru-Varga, die verbieten das. Für harte Entsagung, das nehmen wir nicht auf uns. Das ist für uns verboten. Aber was unsere, zum Beispiel Ekadasi und Janmashtami und die Tage befolgen, das machen wir. Oder was Sanatana Goswami sagt, Srila Jiva Goswami, das befolgen wir schon. Aber starke und harte Entsagungen ist nicht erlaubt in der Gaudiya Math. Es ist Yukta Vairagya, balancierte Vairagya. Also zwei Verse anusagt. I have no attachment, but still I am wearing nice clothes in front of you. But if you can find me in my Goshala, you can see he is a beggar. If you can find me in Vrindavan, also wenn du ihn zum Beispiel finden kannst, auf dem Parikam oder im Kuhstall, dann ist er wie ein Bettler. Aber jetzt sitzt er so auf dem Vyasana wie ein König. Aber er ist, so wie die Gopis, die nehmen Ornamente oder Kunststücke nicht für sich selber, sondern für den Benefit für andere, dass sie Krishna zufriedenstellen. So, das ist ganz ein feiner Punkt, muss man aber verstehen. So, der kann schöne Dinge anziehen, aber er ist nichts ankraftet an nichts. Und er ist nicht ankraftet, weil er da auf dem Vyasasana sitzt. Er ist genauso ganz einfach, wenn er Parikram macht oder im Kuhstall ist. So. Es ist nur, weil es ihm die Umstände so bringen und nur für die Zufriedenheit von Krishna. Und wir folgen Hari Bhakti Vilas, die Regeln und Regulierungen von Sanatana Goswami. Also nur ein Bild ist im Herzen Gauranga Mahaprabhu, die Lotusfüße von Mahaprabhu. Und Kapila Dev, das spricht jetzt weiter. Das sind die Symptome von einem Sadhu, von einem Heiligen, von einem Weisen. So kannst du rausfinden, wer Sadhu ist und wer nicht. Ansonsten Ravan, der Dämon, kann die Kleidung von einem Sannyasi anziehen und kann dann gehen, oh Bhiksha, Bhiksha Dehi, gib mir bitte Almosen, gib mir bitte Almosen. Aber in Wirklichkeit ist er Dämon. So, der Ravan hat dem auch nur die falsche Sita gestohlen, wo er eben zu ihr gekommen ist in der Verkleidung als Sannyasi. Und Kapila Dev spricht, oh, das sind wirkliche Sadhus. Die Eigenschaften haben, die was da besprochen sind. Die sind komplett frei von der materiellen Anhaftung. Die rasten unter die Lotusfüße von Krishna. Und das ist die Bitte, was er uns angibt, dass wir für die Gemeinschaft gehen sollen, uns mit solchen Leuten anfreunden und Beziehungen haben sollen. Also das ist erwartet, dass du so Sadhu Sanga annimmst, so reine mit all den Eigenschaften. Und nachher kannst du raufgehen, steigen und wachsen im spirituellen Leben. Also wenn du raus willst aus der materiellen, verunreinigten Verstrickung, nachher musst du
die Gemeinschaft annehmen mit den Sadhus. Satang prasangyad mama virja sangvido bhavanti ritkarna rasayana kataha tajyoshanad asvapavargavatmani sadhyaratir bhakti ranukramishati. Gradually. Mother, also stufenweise. O Mutter, Satam Prasangam. Warum schreibe ich dir die Medizin vor? Also Sadhu wird niemals einfach seine Zeit verschwenden mit dir und nur mit dir zusammenhocken. Sadhu, mit dir gehst du nur zusammen und die geben dir Ratschlag. Oder also Sadhu kann nicht sagen, na jetzt momentan rasch die, jetzt egal, ob das um 2 am Nachmittag ist oder um 2 in der Nacht, wenn jemand kommt und ein Problem hat, dann muss der kommen. Also dann spricht der Harikata, das ist Srila Prabhupads also er sagt nicht danach, weil ich spreche. Jederzeit. Also jederzeit spricht der Sadhu Harikata, ganz egal wer zu ihm kommt. Und keine Routine, dass sie um 10 spricht und um 12 nicht. Mahaprabhu spricht Kishayane, Kibajane, also Essen, Schlafen. Mahaprabhu used to speak Harikatha while taking prasadam. You see? Different kind of Harikatha and joking, very nice. Transcendental joking. Very nice. Speaking Mahaprabhu. Mahaprabhu. Mahaprasade Govinde Brahmane Vaishnave. You are singing this song while taking prasadam, not singing? Why? Mahaprasade Govinde Vaishnave Salpavanna Matanuraja Viswasaneva Sarida Vidya Jahad. You speaking or not? Not speaking, only teaching. Close your room and take. Also sprecht sie die Gebete von Prasada Mahaprasade, Govinde, Napramani, Vaishnave, sondern ihr geht's gleich aufs Essen zu und esst es. Mahaprabhu, der lacht. Satam Prasangam, Sadhu Sanga kann dir die Möglichkeit geben. Virya, die Harikata kann dir alle Kraft geben. Avanti Ritrayana Rasakada. Also die, was in deine Ohren geht und dann tief in dein Herz und dein Herz berührt. Manche Leute im Internet schreiben, herzberührende Harikata. Also er lacht drüber, weil herzberührende Harikata, das muss der Fall sein bei Harikata. Man kann das nicht so darstellen. Im Internet schreibt man herzansprechende Harikata. Also man muss nicht sagen, Rasgula ist süß. Du weißt, dass ein Rasgula süß ist. So eine indische Süßigkeit ist das, Rasgula. Also wenn die Harikata durch dein Ohr ins Herz kommt, dann ist das ein süßes, angenehmes Gefühl. Ritkarna Rasayana Katha. Mama Karna Rasayana. Das ist ein Nektar für deine Ohren, der was reingeht in dein Herz und ein Nektar gleiches Gefühl gibt.
Bhavanti Ritkarna Rasayana Katha. Kapila Dev sagt Joshanat. Und Joshanat bedeutet, wenn du Geschmack in die Harikata kriegst. Asu Apavarga Vatmani. Avarga und Apavarga. Gibt es zwei Sachen. So materielle Leute, die rennen vor Apavarga. Und die, was Paramarthik sein, die gehen für Apavarga. Pavarga. Gibt es die, was Sanskrit-Grammatik oder bengalische Grammatik lesen? Pavarga. Panini, der hat Gruppen aufteilt. Pavarga, Varga, Bafa, Bafama. So. Pap means sin. Falbhog means to get the result of your action. Boy Vriddhi. So Sanskrit-Aufsplittung von Worten oder bengalische Aufsplittung von Worten. Death. Boy means fear. So all 5 alphabets I explained. You must remember, keep in your heart, not in brain. Brain means not saved. Also wenn du das Wissen im Kopf, im Gehirn behaltest, dann ist es nicht nutzlos. Du musst es im Herz halten. So, wenn da beim Computer, wenn der Strom weggeht, dann ist alles verloren. Genau das Gleiche ist mit unserem Gehirn, mit unserer Intelligenz. Deswegen müssen wir das im Herzen behalten. Sonst ist nichts wirklich da. Auf die, so machst du eben jetzt stufenweise, erreichst jetzt mehr und mehr Glauben. Bhakti ist Aktion, du kriegst Inspiration, eben jetzt Dienst zu leisten. Anukramishati, also das ist ein stufenweiser Faktor dann, was automatisch abläuft. So my Katha, I cannot compare with anything. If somebody doing bhakti, that bhakti I cannot compare with anything. Nothing is there which can be compared with a pure devotion. Also nichts kann in Vergleich bezogen werden mit reiner Hingabe. As topmost, siddher garyashi, topmost of all siddhi. Why? Das ist das Höchste von allen Siddhis. Nirgirna manalo yatha jarayat twasu yakosham nirgirna manalo yatha nalo yatha. Like fire, if you put anything, fire can destroy, burn up. Wie Feuer, wenn das Feuer, wenn es brennt, das kann alles zerstören, es brennt alles. Genauso ist Harikata. Jarayat twasu yakosham is there, feeling itself. It can eradicate, it can burn up from root. In Vrindavan you can find sometime they set fire in field. Some crops already taken up. Also es muss von der Wurzel ausgelöscht sein, das materielle Existenz. Nicht, dass du zum Beispiel Bäume, so wie zum Beispiel in Vrindavan, kannst du auch Bambus, wird anzünden und abbrennt. Und nachher schaut es am Anfang aus, dass es jetzt nichts mehr da ist. Aber dann nach einer gewissen Zeit, wenn wieder regnet, weil die Wurzeln da sind, nachher wächst es wieder. So das muss man, das materielle Anhaftung, die muss man von der Wurzel ausreißen. Und das passiert durch das Hören von der Harikata. Jetzt geht's weiter. Oh Mutter, wenn du den Anweisungen, dem Yoga befolgst, dann kannst du vorfinden, then inside your heart, if you are successful, you are following Toto, you are following me Toto, and gradually you can find. Also wenn du mir vollkommen folgst,
und das als annimmst, wie ich dir gesagt habe, nachher kannst du Krishnas Swarup erkennen und du wirst ihn sehen. All Harikatha ultimately can identify this is Supreme Lord. So out of this bhajan, you can feel that. Also wenn du das Bhajan so ausführst, nachher kriegst du die richtige Vision, um Krishna zu sehen, so wunderschön und vollkommen. Vom Herzen kannst du das erwarten. Die Form von Bhagavan. Du kannst dann sehen. Und wenn der Schüler Sadhaka die Form sieht, nachher schmelzt sein ganzes Herz voller Liebe. Also das ist nicht möglich, das Srimad Bhagavatam durch Philosophie zu erklären. Wenn das Bhagavatam dir Barmherzigkeit gibt, dann kannst du es verstehen. Es ist keine Philosophie und kein intellektuelles Wissen, was wir da hören. Es ist nur, wenn das aufgeht, dann geht es auf durch die Barmherzigkeit vom Srimad Bhagavatam. Is myself, you see, I am. So madhvayad bhati vatu ayam surjas tapati madhvayad varsati inda dahati agni mittus charati madhvayad. What? Madhvayad bhati vatu ayam. Why wind blowing? Be due to my fear. They obey me. Also Kapila Dev spricht jetzt. Der Wind, der bewegt sich. Vayudev ist sein Name. Die Gottheit vom Wind, der bewegt den Wind durch, dass sie Angst haben von Krishna. Die müssen das zu der Zeit und zu dem Ort wehen lassen. Agnidev genauso, Feuergott. Varundev, der Gott der Gewässer. Luftgott, alle. Die machen nur von mir das aus, weil das von mir angegeben ist und angewiesen ist. Deswegen führen die das aus. Das spricht jetzt Kapila Dev, die höchste Persönlichkeit Gottes. Warum Mrityu, der Tod kommt? Yamaraj, also der macht genauso nur seine Anweisung laut die Aussagen vom Höchsten, von ihm. One cabinet to Varundev, one cabinet to Water God, one cabinet to Agnidev, one cabinet to Varundev. Nobody can disobey Krishna. Also jeder muss Krishna befolgen. Niemals kann der Wind sagen, na, das macht er jetzt nicht. Oder Brahma, na, das macht er jetzt nicht. Das kann er nicht machen. Devayatasmai namaha. So we are going to pay Dandavat to the Supreme Lord, who is doing everything. Und deswegen müssen wir unsere Ehrerbietung darbringen dem höchsten Herrn, was die Ursache aller Ursachen ist und dem, was alle gehorchen. So volumes of books can be made through SankhyaYoga. Also SankhyaYoga, da kannst so viel Literatur draus machen, ist so ein großes Thema, aber jetzt in Kurzfassung sprechen wir über das. Prakriti Purush Yoga, sowie die materielle Welt, die kosmische Kreation, die entsteht durch Prakriti Purush Yoga. Prakriti bedeutet Natur, also das ist Prakriti Purush. Purush bedeutet, was bedeutet Purush? You cannot get this kind of answer anyway.
Be careful. I got it from Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur. Also die Antwort, was mir jetzt ging, ist von Srila Prabhupada und von Guru Varga. So zwei Arten von Purush. One Purusha is Jivatma. Ein Purush ist Jivatma. Expressing false ego. Mit dem falschen Ego. Me and my is my property. Me and my. This is called actually one kind of Purusha. One kind of Dibba Purush is there. That is called Paramatma. Und da ist ein Divya Purush, transzendendaler Purush, das ist Paramatma. One is so zwei Purusha. Purusha means, actually in Sanskrit you like to explain, Purushakar, Paurush. We in Sanskrit express. In Sanskrit kann man sagen We are Paurush. getting this bhajan advanced and not out of our personal Paurusha. Personal Paurusha, out of our false ego, false endeavor, efforts, we are not. Paurusha means out of our false ego, you are always trying something to get your own facility. Also durch das falsche Ego will man nur für sich immer was haben. Das nennt sich Purushaka. So you see, two kind of Purusha. So Prakriti and Purush. So SankhyaYoga, the basic thing of SankhyaYoga is Prakriti and Purush. Unification. Also der Basis ist von SankhyaYoga Prakriti und Purush. Prakriti die Natur und Purush. So Prakriti and Purush mean, and those there's Jivatma taking birth also here. das Seelen, die was Geburt nehmen mit dem falschen Ego und Paramatma. Prakriti and Purush. Prakriti und Purush. Their personal, their mutual effort, this whole world we see. Durch das sehen wir die ganze Welt. This human being, this, everything we are watching here, all, Prakriti and So Purush. alles, was wir da sehen, ist eine Kombination von Prakriti und Purush. The secrecy is very secret. If you Das say, Geheimnis dabei ist, wenn du sagst, Maharaj, oh Maharaj, Maya ist permanent oder nicht? somebody putting question in Ist front of ewig me, oder Maharaj, nicht? could you speak? Maya is permanent or Maya is nitya? What is your opinion? What is your opinion? What is my opinion? Maya is nitya or no? What answer? 100% Maya is nitya. If Yogamaya is nitya, 100% Maya ist shadows Nitya. also is there. Also Yoga Maya, also ohne Yoga Maya, der Mahamaya kann nicht entstehen. So Yoga Maya ist, das ist wie der Schatten, die And Mahamaya. Maya, So die muss Nitya sein, ewig. Anantaparam. This Maya is endless. Also die Maya, die ist endlos, Krishna, weil die kommt eben von Krishna. from Krishna. So, Yogmaya infinity. There's no duration, there's starting and end. Maya Ananta, Hari Ananta, Hari Rupa Hari Ananta. Ananta, Hari Rupa Hari Ananta. Ananta, Hari Rupa Ananta. Also das ist ewig. Hari, Maya ist you ewig can find everywhere. und du Infinity. kannst sie überall vorfinden. Hari Rupa Ananta. Genau das gleiche ist mit Hari Rupa. You should not see this woman. This Man soll nicht sehen in der Welt, das ist eine Frau, das ist ein Mann, das ist Hari überall. Hari Ananta, Hari Rupa Ananta. Infinity. So this way, Prakriti and Purush, they are, by the mutual endeavor, effort, we are getting this material creation. So durch das Prakriti und Purush kriegen wir die materielle Kreation, die Manifestation. Parameshwar, Das haben wir eben schon gesprochen gestern, so wie Parameshvara, die höchste Person in Kal, in die Zeit eingeht. then Kal, when entering to Kal, Und then this balance disturbed. dann geht die Balance aus der, es geht aus der Balance und dann ist die Möglichkeit der Kreation entsteht. Und nachher kämen, das hat er uns schon gesagt das letzte Mal. So you see, this way is very dangerous. You cannot conceive. So Paramatma acting and those Jivatma resting inside Mahavishnu. Also die Jivas, die rasten in Mahavishnu.
at the time of total destruction, that time what happens? Also durch die vollen Zerstörung, dann gehen die Seelen in Mahavishnu ein, so wie durchs Einatmen. Die ganze Kreation, alle Universen gehen dann in Vishnu ein. Und nachher zeigt Vishnu den Schlaf Nirodha auf. So, dann ist es passiv, dann geht keine Kreation, nichts mehr vor sich. Zeit existiert auch nicht mehr. Cannot remember. So poor knowledge. Must remember by the place of Guru Vaishnava. So this way you see, now Bhagavan inactive, Yoga Maya, Yoga Nidra, sleeping. Also er schlaft jetzt im Yoga Nidra. Bhagavan when sleeping is not like you. Aber wenn Bhagavan schlaft, dann ist es nicht wie bei uns. Bei uns ist es wie ein toter Körper, aber Krishna ist mit vollem Wissen. Nur außerhalb geht keine Kreation vor sich. So you see, first initiative taken by Krishna, Eko Aham Bahushyam, Chetasara Upanishad, I am one and unique. I like to Krishna sagt in der express diversity Katha Upanishad, in this material world. dass er der Einzigste ist, Ekoham Bhushan. Also jetzt findet die Kreation statt. Also in der Bhagavad Gita steht, wie die Prakriti nimmt Geburt in der materiellen Welt. Was spricht der Krishna in der Bhagavad Gita? Also wir tun uns nicht an, die Bhagavad Gita zu lesen, aber wir kommen hier, um Srimad Bhagavatam zu hören. Under my principalship, I am father, Prakriti acting like mother. Like in medical science you see, we get medical fertilization after one baby grown up into. Also der Vater, der gibt den Samen, das ist der Prozess. Das Gleiche ist mit Krishna. Also wenn ich nach Prakriti schaue, durch den Glanz von meinen Augen, all die Jivas, die gehen jetzt in den Bauch von Prakriti, wie alles Partikel, das nennt sich Jyotirlinga. Shambhu. Like light, Vishnu Mahavishnu looking at Prakriti. When Mahavishnu looking at Prakriti, also Mahavishnu durch seinen Glanz gehen die ganzen Seelen in den Bauch ein von Prakriti, von der Mutter, von der materiellen Energie. So dann kommen, wenn ganz egal, was für Karma man hat in seinem letzten Leben, wird man geboren dann als Tiere, Menschen, Pflanzen. So, jetzt haben wir die Form von einem Menschen und jetzt ist es 100% unsere Aufgabe. Wir haben keine andere Aufgabe, nur Bhajan zu machen. Nur Hari Bhajan. Also seid euch wirklich bewusst über den Punkt. Es hat nichts anderes zu tun. Jetzt geht die Kreation vor sich, Prakriti Purush Yoga. Also die Tiger kreieren Tiger, die Pferde kreieren Pferde, die Menschen kreieren Menschen durch das Haushaltsleben. So im SankhyaYoga gibt es 24 Elemente. Also denk immer und immer über das nach. Du musst immer und immer wieder die Harikatha hören, nonstop durchgehen. Nachher kannst du es verdauen. Also es sind 24 Tattvas im SankhyaYoga. And more liberated form, elaborate form, 11.
8. But basically 24. Why is that basic? Why is that basic? First, Pancho Karmendriyo. Also Pancha Karmendriya sind die ersten. Pancho Karmendriyo, Pancho Gyanendriyo. Pancha Gyanendriya. Pancho Bhut. Pancha Bhut Indriya. Pancho means 5. Try to hear. There is Pancho Karmendriyo, active organ. Pancho Karmendriyo, Aktives Organ, Karmendriya. Und das Gyan-Indriya, das Sinnesorgane. 10. So 5 sind es 10. Why not speaking okay? 5 Karmendriya, 5 Gyanendriya, okay. After that 5 elements of this nature. Also die 5 Elemente von der Welt, die Erde, Wasser, Feuer, Luft. Und 5 object of sensitivity. Die Objekte von den Sinnesobjekten. Also dann haben wir jetzt 20 insgesamt. Man, Buddhi, Chitta, Ahankara sind die letzten. Scientifically, I always explain. So all in total 24. So es sind dann zusammen 24. All in total 24. After that your mind, material mind. Nach dem kommt der materielle Geist. So alle Sinnesorgane sind jetzt da. Deswegen muss jetzt der Geist kooperieren mit allen anderen Elementen. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Also der Geist muss kooperieren mit dir. Ansonsten kannst du nichts machen. Die Sinnesorgane können nicht arbeiten. All body mechanism going on is okay. That's different. But regarding sensory organ, Karmendriya, Gyanendriya, if mind not going to cooperate with you, you cannot discharge your duty properly. Ja, wenn der Geist nicht mit dir arbeitet, dann kannst du nicht wirklich arbeiten. Das ist das 25. Element. 25. Und dann ist Kal, die Zeit. Und sind 26, Jiva, das ist 27 und Ishvara, das ist 28. So, in SankhyaYoga, der arbeitet mit den 28 Elementen. Also das SankhyaYoga ist ein ganz Geheimnis über den Aufbau der Welt. 28 Tattvas, wo man die ganze Welt erkennt und wie sie aufgebaut ist. Das ist wie eine Fabrik. Wird produziert. Also das arbeitet Tag und Nacht ohne Unterbrechung. Geht die Kreation vor sich. It's a big fallacy. It's a big fallacy. Mayadevi want to make fool of you. Also es ist ein großer Trugschluss. Maya will die eben komplett in Verwirrung bringen und in Illusion. Die Maya macht einen Idioten aus dir. Du kannst nicht verstehen, was vor sich geht. Es ist ein Tattva, das muss man eben verstehen und fühlen. Wir sind blind. Nur wir sprechen. Not speaking from heart. All kapat. Also wenn du vom Herzen sprichst, nachher gibt der Guru an Om-Jnana Mirandasya. Ansonsten ist es nur Betrug für sich selber. Also das ist Tattva, was ist der höchste Herr, der kontrolliert das ganze Universum, aber keiner kann ihn sehen. Das Segen, alles verändert sich, man stirbt, neue Kreation kommt. Was ist das Mysterium dahinter? Keiner kann es erklären, aber die Shastras, unsere Schriften sagen, die sind blind. Obwohl sie Augen haben, sind sie blind.
Die können die Dinge nicht sehen. So, was ist dann der Nutzen für die Augen? Also die können das Secret, das Geheimnis nicht erkennen, das Mysterium. Die Wissenschaftler alle werden verrückt, die können das nicht erklären, wie die materielle Welt gekommen ist und alles. Die NASA sagt jetzt momentan, dass es eben von einem Klang, von einem, so wie einer Flöte kommt. Das sagt jetzt sogar die NASA. Und das, was ist der Beweis für das? Das ist das Gayatri-Mantra, was wir chanten. Das ist Om, das ist Kam Gayatri. Die Mutter des Gayatri, die wollte den Körper verlassen und Geburt nehmen in Vrindavan als Kam Gayatri. Kam Gayatri bedeutet Krishna selber. He is going for competitive examination, not passing, This my daughter actually, I wanted to arrange a marriage for my daughter. Oh, Guru Maharaj, please arrange so that I can give marriage. This is not the Guru Maharaj used to say. They are coming to me to ask all rubbish. Also viele kommen zu Gurudev und die fragen, oh, gib mir Segnungen für meinen Sohn, dass er eine tolle Ausbildung hat, oder gib mir Segnungen für meinen Sohn, für meine Tochter, dass sie einen guten Mann findet. Also wir sollen Guru und Vaishnava nur fragen um Krishna, aber wir fragen über Geld, Frauen oder einen Mann. Es ist alles kindliches Konzept, was wir da aufführen. Es soll nur nach Krishna fragen. Wenn zum Beispiel am Feld Tausende von Wassertöpfen siehst und die Sonne ist da, und wenn du dann schaust, dann ist in dem Topf mit Wasser gefüllt die Sonne, da ist überall die Sonne reflektiert da. So dieselbe Sonne reflektiert sich in all die Töpfe. Shadow. From there it is coming into window. In window, if I look at how this source of light coming, oh, actually it is sun. Where from it is coming? Oh, it's from water. From water is coming? How is coming? Oh, from up. Also du siehst die Reflexion. From this reason I come this reason. Von der Ursache kommst du zu der Ursache, von der Ursache kommst du der. Also siehst du im Fenster die Sonne, nachher sagst du, okay, das ist reflektiert von dem Wasserkübel mit Wasser gefüllt. Und wenn du wieder zurückgehst, dann siehst du, dass die Strahlen von der Sonne aufgehen. Also du musst wirklich sitzen und nachdenken über dein Leben, was jetzt die wirkliche Ursache ist in deinem Leben. So, du musst die Schritte alle nach und nach gehen und über die meditieren. Und nachher kommst du zum originalen Grund. Das ist wissenschaftlich. Im SankhyaYoga. This kind of judgment can go inside your heart. A brahmachari cannot find that his family life is very good. If he can get that kind of family life, idiot, also ein Brahmachari kann sich niemals denken, dass er hat so ein tolles Familienleben. Also Brahmachari muss direkt oder indirekt realisieren die Bedeutung von der Welt. Warum fühlt er Anziehung in der Welt? Also direkt oder indirekt muss man eben sehen, das Unglück in der Familie. Vielleicht schaut es glücklich aus, aber in Wirklichkeit ist es Unglück. Srila Prabhupada spricht auf die Art und Weise. Du musst direkt oder indirekt
eine Realisation kriegen, was die Bedeutung von das Familienleben, der Brahmachari, der möchte es vielleicht oder ist angezogen von dem. So this way you see, this, Sankhya Tattva, and this Sankhya Tattva, when I say 28 different also Sankhya Tattva mit 28 Elemente, die Kreation stufenweise kommt. Also er hat uns jetzt schon gesagt, er erklärt es jetzt nicht mehr. Das müssen wir selber verstehen und immer und wieder hören. Und das Gefühl nennt sich Prakriti Purush Vivek. Vivek bedeutet, dass du diskriminieren kannst zwischen falsch und richtig. Dass das ist Tattva ist und das ist falsch. Und so musst du finden in der Welt, was richtig und falsch ist. Du musst dir immer Gedanken über das machen. Das nennt sich Tattva Vivek. So muss dein Bewusstsein entwickelt werden. Und jetzt beschreibt Kapila Dev das Astanga, das Yoga. Different kind of, not in a Yogosya Lakshanam Bakshe, different kind of Yoga Laksham is speaking very nicely. After that, so many nice look is there. I can speak 28 Adhyay chapter, only 22 sloka because no time actually. Jat saucho nisritta sarit prabharatakena tirthena murdhyadikritena sivaha sivahut. What speaking? Jat saucha nisrita saritva varadakena tirthena murdhyadikritena sivaha siva abhut dhatur manaha samala saila nisista vajram dhayetchiram bhagavad charanarabindam dhatur manaha samala saila nisista vajram Dhaichiram Bhagavata Charanarabindam. Oh Mother, you should concentrate on the lotus feet of that. Oh Mutter, sagt jetzt Kapila Dev, du musst dich konzentrieren auf die höchste Person, auf den höchsten Herrn. So wie die Ganga, wisst ihr, dass die Ganga, das ist das Wasser, was die Lotusfüße von Krishna gewaschen hat. How Shiva becomes Shiva? Also wie ist Shiva zum Shiva geworden? How Shiva becomes Shiva? Where from he is getting power? Shiva means Mangal. So woher kriegt Shiva die Kraft? Shiva bedeutet Mangal, Glücksverheißen. That explanation given by Kapila Muni lehrt. Das ist jetzt erklärt vor der Mutter von Kapila Dev. Das Wasser, was von seinen Füßen ausgeht, das ist die Ganga. So von der Reihen, aber ultimativ ist Krishna da. Also die Ganga ist ein Tirtha. Also kein Tirtha, kein heiliger Fluss kann verglichen werden mit der Ganga. Kapila Dev spricht jetzt die höchste Persönlichkeit. Bei wem durch dessen Barmherzigkeit das Wasser von der Ganga in die Welt gekommen ist. Murdi in Sanskrit bedeutet Kopf, weil im Shankar, der Shiva, hat die Ganga auf seinem Kopf aufgefangen. Also anderer Name für Shiva ist Ganganada. Das allererste ist die Ganga an dem Kopf von Shankar gegangen.
So keiner kann den Druck schön aufnehmen, nur er ist dazu ermächtigt. Und der Ganga, der rotiert jetzt in dem Turban von Shiva. Also als allererstes kommt die Ganga und der rotiert in seinem Turban. Und Bhagavati Maharaj, der weint dann, weil er hat sie gerufen, die Ganga. Und sagt er macht ihm jetzt Bhajan über Shiva und fragt ihn bitte, dass du einen Kanal machst, durch den jetzt die Ganga weiterfließen kann. Und du haltest jetzt die Ganga auf deinem Kopf, in deinem Turban. Und nachher lässt Shiva die Ganga aus und ein Teil von ihr fließt jetzt weiter. So überall, wo Ganga ist, in die unteren Universen und in die oberen Universen, das überall reinigt sie das ganze Universum, das Wasser von der Ganga. So nur wenn du den Namen Ganga, Ganga, Ganga rufst, wenn du stirbst, nachher kriegst du. Also wenn du in der Umgebung von 13 Kilometern neben also 5 Kilometer im Umkreis von 5 bis 20 Kilometer lebst von der Ganga, nachher kriegst du Befreiung automatisch. Also die Ganga ist so wichtig und so verehrenswürdig. Das ist kein normaler Fluss. I know when Indra Bhagavan can throw Vajra thunderbolt. Und wenn Indra seine Waffe abgeschossen hat, zum Vajrat, die kann sogar einen ganzen Berg zerstören, die Waffe. Jetzt sagt er eben, der Kapila Dev zu seiner Mutter, konzentriere dich auf den höchsten Herrn, für den das Fußwasser ist, die Ganga. This way, so nice explanation you see. Now we are going to explain about this, how this dangerous material world der Zerstörer ist für so viele sündhafte Aktivitäten, wie wenn Indra seine Waffe auf einen Berg schießt und alles zerbricht. So ist Krishna und zerbricht all unsere Sünden. Eben wir sitzen mit Sicherheit in einem Raum oder in unserer Wohnung, aber wir können nicht fühlen die Gefährlichkeit in der Situation, wir uns befinden, sondern wir müssen das direkte Gefühl erfahren. Ohne dem, dass du das nicht kriegst, nachher kannst du keine Inspiration kriegen, dass du jetzt wirklich Bhajan machst. Ansonsten kannst du Tilak dir auftragen, Kantimala, du kannst chanten, aber du hast es nicht wirklich, wenn das Gefühl nicht da ist, damit du wirklich in Gefahr bist, dann kommst du nicht raus, dann fängst du nie wirklich an. Und deswegen will jetzt Kapila Dev ein direktes Bild machen von der gefahrvollen Welt. Also Kapila Dev sagt, es ist eine einzige Möglichkeit. Matguna, den Vers. 29th, chapter, 11th. Magduna suti matrena moi sarvo guhasai manogati ravichinna yatha gangambasu ambadhu. Just like Ganga, starting from Himalaya.
Where? Gangotri? I went there, not to Gangotri. From Gangotri, I climbed so many kilometers. It's dangerous. From government, there's nothing. Don't go, you can anytime you can die. Die, you can die. I can climb. By the mercy of Gurudev. So ist auch ganz aufgegangen auf die Ganga, aber bei der Barmherzigkeit, er ist sogar so hoch raufgegangen auf die Ganga, da war nur zur Ganga, in die Himalayas, zu Gangotri, also da war nur Schnee, er ist da raufgeklettert, viele Kilometer direkt, aber ist dann fast runtergeflogen, aber durch die Barmherzigkeit von Guru und Krishna war er geschützt. Lange Zeit her war das. So, jetzt kommt die Ganga, die kommt runter und die trifft dann durch Haridwar und verschiedene Orte, die geht durch verschiedene Staaten und kommt dann in den Ozean, in Bengal. Die Bucht von Bengal. Sie spricht jetzt Kapila. Everybody is heard. Oh Mataji, if you go on hearing the Nectarian Harikatha, Madhuguna Suti Matre Namai Sarvo Guhasaye, Manogati Rave Chinna, your mind can start flowing towards me. Also wenn du dich so jetzt konzentrierst, wie der Ganga ultimativ jetzt in den Ozean fließt, so wenn du die Gedanken an mich wendest, dann fließen alle Gedanken, werden sie schlussendlich bei mir ankommen. So unterweist jetzt Kapila Dev die Devahuti. Oh Mutter, bitte sei If I want to give them 4 kinds of siddhi. Also die Devotees von Krishna, wenn Krishna ihnen zum Beispiel so Siddhis, Perfektionen anbieten will, Salokya, Samipya, Samshashti, die sagen aber doch, na, wir wollen das nicht. Na, wir brauchen das nicht, aber wenn Krishna das sagt, er kann uns das geben. Und deswegen sagt jetzt Kapila Dev, verstehst du den Ruhm meiner Devotees? Also versteh sie ja niemals falsch. Also die wollen nur den reinen Dienst zu mir, nichts anderes. Aber wenn ich ihnen die Dinge geben will, Salokya zum Beispiel bedeutet, also dass du auf demselben Planeten, wie zum Beispiel Narayan ist, dass du auf den Planeten gehst. Oder schaust du, dass du die Opulenz, die was Krishna hat, dass die zu dir auch zugänglich wird. Aber der Devotee, die nehmen das alles nicht an. One top-class mathematical professor cannot understand this point, the ambiguity here. Very nice secret thing. They are doing calculus, mathematics. Also in der Mathematik, in der höchsten Mathematik können die den Punkt nicht verstehen. Unendlichkeit plus Unendlichkeit ist Unendlichkeit. So I also write tends to infinity, tends to zero. They don't understand. Also denen ihr Konzept von Unendlichkeit und Null, das reine Konzept kann nur mit die reinen Vaishnavas sein. Nur kein anderer kann das verstehen, obwohl die so hohe Mathematik betreiben. Aber die Geheimnisse können sie nicht erfahren und erklären. Even Shakuntala Devi, topmost brain in world. All scientists. Also Kuntala Devi, das ist ein Wissenschaftler da in Indien, ganz ein großer, hoher angesehener. Also Shakuntala ist in Kalkutta in der Universität gewesen, das heißt Südindien.
Der hat zum Beispiel ganz hohe mathematische Dinge, die haben es mit dem Computer berechnet, aber der hatte dann vor ihnen schon die Ergebnisse aufsagen können. Das und das und das und das. Also die waren langsamer mit dem Computer. So Sastir, Samipyo, Salokya means same look. Shastir, Samipya, Salokya. Samipya means to keep close. Kiss closely. Sarup, Samipyo. Sarupyo means Swarupa bedeutet dieselbe Form. Und Samipya, dass man in der Nähe ist von der Reihe. Those who are staying in Vaikuntha, those who are enjoying Sarupa, they all having 4 hands. Also die, was in Vaikuntha sind, die haben alle 4 Hände, eine Krone, aber kein Kaustubha-Juwel. Das ist die einzigste Identifikation, wie man Narayan erkennen kann, weil Narayan in Kaustubha Mani den Juwel auf seiner Brust tragt. Then you can, hey, it's not Narayan actually. Actually it's difficult. All having 4 kinds. Alle Einwohner haben da in Vaikuntha 4 Hände. No, actually, Kapila Maharaj speaking very, very nice. Mataji, material world is very dangerous. If you cannot understand properly, then you can die. You cannot stop your birth and death. Madhvayat bhati vatoyam surijastapati madhvayat. Madhvayad varshate devo bhagano bhati yadvayat. Yadvayad varshate devo bhagano bhati yadvayat. And before that, first line is Madhvayat bhati bhato ayam surijastapati madhvayat. There's wind flowing, the flow of wind is there because this wind god is very fearful. He is following my order. Der Windgott und alle anderen, die folgen dem höchsten Helden und genauso die Sonne. Die führen nur das aus, was er sagt. Also deswegen durch ihn gibt der Sonnengott gibt er Licht durch den höchsten Herrn, weil er das anschafft. Und Indra gibt den Regen. Also die Steine, die was funkeln in der Nacht. Little star, how I wonder what you are up above the sky so high, like a diamond in the sky. Like in childhood, we read. Nice? Now you see, it is there. Krishna says it's not, childish thing. It's for me, they're twinkling. Also das Sparkeln, das Strahlen von den Steinen, das Kind von Krishna. Aber die Steine müssen strahlen, die müssen die Anweisung befolgen von Krishna. First fertilization done, then after that is like small piece, then are growing head and tail, leg, everything coming out, and all Jivatma when put it into womb of mother, they crying, not all, some Jivatma praying for Supreme Lord, not all, it is written. Also normal, wenn die Seelen in den Bauch kommen, nachher schreien sie und weinen, oh, wir sind in solche Probleme, bitte befreie uns. Wenn ich rauskomme aus dem Körper, nachher werde ich die Bhajan machen. Aber nachher kommen sie raus und schlussendlich attackiert sie Maya und sie haben materielle Wünsche und vergessen Krishna, weil es eben so schmerzhaft war im Bauch. Dort haben sie gebetet, aber dann kommen sie raus und vergessen alles wieder. So auf die Weise spricht Kapila Dev über die menschliche Form. Ein paar Shlokas kann er jetzt noch sprechen. Es gibt so viele Wörter. 31, das Kapitel. As Bhagavan speaking, I am speaking. I already discussed. No need, I have no time.
Sri Bhagavan vacho, Kapila vacho, karmana daive netrena yantur dehopapatte striyaha pravishto udaram pungsho reto kanasraya, like ret kana sperm enter into body. Fertilization takes place with ovum and sperm. After that, it is medical thing. After that, kalalantu ekoratrena pancharatrena budbudam. First fertilization, after is like, budbud. Die erste Befruchtung findet statt. Like water bubbles. Und fängt es an, nachher ist es wie Wasserblase, die Größe. Nach 10 Tagen ist es noch größer in einem Monat. Nachher kommt die Kopfformation. Nachher kommen die Hände und Füße raus. Yes, it's giving so nicely. So that common people, they cannot go through scripture. They can see, oh, this is a condition of life. They cannot listen. So SankhyaYoga is representing this picture so nicely. Also Swami Maharaj hat eben auch solche Bilder machen lassen, wie ein Mann Geburt nimmt, dann aufwächst. Da kannst du schöne Bilder finden in der Bhagavad Gita und im Srimad Bhagavatam. Keiner hat das davor gemacht, nur Srila Prabhupada. So für 10 Monate. Er ist im Bauch in einem Sack mit dem Urin und mit dem Kot von der Mutter und Insekten sind drinnen. Das Kind kann nicht sprechen, aber es kann nicht schreien, obwohl ihm Insekten beißen. Und dann manchmal weint er jetzt, oh, befreie mich aus der Schwierigkeit. Aber wenn er geboren wird, vergisst er alles und dann fängt ihn Maya wieder ein, die illusionierenden. When Sukadev Goswami is speaking to Vasudev Goswami, I am not going to come out of my mother's womb. I am okay here. So deswegen Sukadev Goswami, der hat gesagt, er geht nicht aus dem Bauch raus. Für lange Zeit, für 16.000 Jahre war der im Körper. So die Mutter fühlt sich auch nicht wohl. So Vyasadev hat Krishna gerufen, um eine Lösung zu finden. Und Krishna sagt dann, oh Sukadev Goswami, komm raus. Und nachher sagt er, nein, weil mir eben, wenn ich rauskomme, dann berührt mich Maya. Aber der höchste Herr sagt jetzt, nein, du willst rauskommen ohne Probleme, dass die Maya nicht berühren kann. If you like to put one grain, what grain? Mustard seed, chorche, on the horn of a cow, instantly it's rolling down. No, almost within no time. Because you see, actually, I cannot break the rules and regulations. Okay, still I can promise you, Maya cannot touch you, but can touch, but within fraction of second man. So you have to come out. Then promise Krishna, Krishna promise, then so dann, wo ihm Krishna das Versprechen gegeben hat, dass du keine Probleme, keinen Einfluss haben wirst von der materiellen Energie, nachher ist er rausgekommen, Sukadev Goswami. So für Sukadev Goswami, für den existiert kein Maya. Every time all Jivatma, they are traveling, birth and death, birth and death, birth and death, birth and death. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi matri jathare sayanam. It's nice. Shankaracharya sagt den Vers, Geburt und Tod, durch das wandern wir immer. So warum denkt man nicht immer und immer wieder nach über den Punkt, was davor geht mit uns? Samodamo bhagascheti yatsangad yati sankhayam. What's speaking actually? What? What's speaking? Satyam saucham dayamunam buddhir hrisir yasokshama samodamo bhagascheti yatsangad yati sankhayam.
by the association of Maya, So you are going to lose all good qualities durch that die you can Gemeinschaft have mit in your Maya, mit der materiellen Energie, verliert man alle guten and truthfulness you can lose, saucham or cleanliness, sowie Reinheit, daya, mercifulness, Barmherzigkeit, not to speak all rubbish, alle guten Eigenschaften verliert man. buddhi, fine intelligence, So der feine Intelligenz, alles verlierst. Feine Intelligenz kann die höchste Person berühren, aber das wird dann alles verunreinigt. Ri bedeutet, dass man eben schüchtern ist, eine schlechte Aktivität zu machen. Dann denkt man sich, oh, das sollte ich nicht machen. Aber das verliert man auch dann, dass man eben keine Scheu mehr hat, irgendwelche sinnvollen Aktivitäten auszuführen. And buddhi, fine. Remain, you are feeling shy. I should not do this. I should not do this. You are free to feel shy, to do bad activities. And kama means somebody doing all wrong activities, wrong treatment, but still you are free. Und ja, Toleranz und alles verlierst. So wie zum Beispiel Haridas Thakur. Der Brahmanas in Saptakam, in der Gemeinschaft von Hiranyagarbha, Srila Haridas Thakur hat gesagt, dass du den heiligen Namen nicht vergleichen kannst mit irgendwelchen Yagyas oder Meditationen oder irgendeinem anderen Prozess. Was kann nicht Harinam machen? Harinam ist das gleiche wie Krishna. Und der Brahmana sagt dann, oh, was bist du für Idiot? Und so auf die Art und Weise spricht der Brahmana zum großen Haridas Thakur. Und durch große Entsagung kann man nicht das gleiche Ergebnis kriegen. Und Srila Haridas Thakur ist, nein, ist nicht möglich. He is speaking, insulting Haridas Thakur. In Chaitanya Charitamrita you can find. That's foolish. What we cannot attain by aesthetic finances, by Harinam we can. Yes. So, Harinam is so powerful. Harinam ist so machtvoll, aber was man nicht durch Entsagung erreichen kann, das kann man erreichen durch Harinam. Das Chanten. All people say, oh, Supreme Lord, you insult Haridas Thakur. Und nachher hat der Brahmana eben beleidigt, den Haridas Thakur. Und jetzt hat er dann gesehen, was später passiert in seinem Leben. Er hat nach 2-3 Tagen hat er Lepra bekommen und seine Nasen hat angefangen, sich aufzufressen. Also versuch ja niemals irgendwelche Vergehen gegen die Vaishnava zu begehen. Da kriegst du nur Schwierigkeiten. Das passt da ganz genau auf. In Kirtan, Bandhamui Shabdhanamate, don't try to play any trick. Bandhamui Shabdhanamate. So versuch ja keinen Trick mit die Vaishnava oder dass du sie irgendwie beleidigst. Versuch ja nicht mit ihnen zu spielen. Du spielst mit Feuer. Kakil means the one kind of bird is there. Kuhu, kakil, quail in English. Is the property of quail is this nice tune, and for woman is this chastity. Also die gute Eigenschaft für eine Frau ist die Keuschheit und von der Eule das Kuhn. Von der Eule ist es der Ton. Und für die Frauen ist es die Keuschheit. Kama rupam tapasina. Kama rupam tapasina. Tapasi, who? Ashtavarga Muni. So der Pasya, der Wandermönch, was große Entsagung gemacht hat, Astanga Muni, sein Körper war transformiert. Und somit kannst du jetzt sägen, also sein Körper hat nicht so schön ausgesagt. Aber versuch ja nicht, den jetzt zu beleidigen. Also,
those are ugly looking. Like Socrates, looking very bad. He's having so much knowledge. So wie zum Beispiel Sokrates, der da so schier ausgeschaut, aber er hat so eine große Intelligenz gehabt. Und Wissen. Viddarupam Kurupanam, the ugly looking, their education. Very nice knowledge is very beautiful. And Kama Rupam Tapasinam. Kama, excuse, is the only. Also auch für diejenigen, die was schlecht ausschauen, körperlich, aber hohes Wissen haben, das ist Schönheit, wirklich. They can excuse you anytime. One thing happened 40 years back. Die Sache ist passiert 40 Jahre zurück, wo er noch fast ein Kind war. Actually, one joking, it is one kind of joking. Also da haben sie so Witze gemacht. Also ein Wissenschaftler, das ist ein Negro, also der schaut da ganz schier aus. Aber sein Kopf ist so genial, dass das amerikanische Government ihm Ehre gegeben hat. Eines Tages hat er eine schöne Frau vor ihm gekommen und ist sie zu ihm gekommen und hat gesagt, oh, sie möchte ihn heiraten. Dann können wir ein Kind kriegen und das Kind kann auch so eine riesen Intelligenz haben. Und der Scientist lacht, der Wissenschaftler. Sagt er, oh, es kann aber auch das Negative passieren, dass er nicht die Intelligenz annimmt, sondern dass er die Intelligenz von dir annimmt und auch das schiere Ausschauen von mir. So, das kann auch passieren. That is called Yasit Sanga. Shamo, counterbalance, Samo, Antarindya Sama, Antarindya Sangam, internal control, Damo, external control. Diese externe und interne Kontrolle, das kriegst du von dem Bhajan. Aber wenn tausende Leute vor dir jetzt hinfallen und die verehren, aber du weißt nicht, dass du Ruhe brauchst. Und die guten Qualitäten, die kann man alle verlieren, wenn du eben für Yoshit Sanga gehst jetzt. So, Kapila Maharaj suggesting Teshu, Ashanteshu, Mudeshu, Khanditatmasu, Ashadasu, Sangam na Kuryat, Satcheshu, Yosit Karamigeshu cha. So I would request you, Mother, it is my suggestion. Teshu, Ashanteshu, those who are restless, those who are always going for bad association, I mean, Yoshit Sanga. Also die, was rastlos sein und immer für schlechte Gemeinschaft suchen, mit denen sollst du keine Gemeinschaft haben, sagt jetzt der Kapila Dev zu seiner Mutter. Vielleicht können sie sich auch verkleiden als Sadhus, aber im Geheimen haben sie Verkehr mit Frauen oder mit materiellen Dingen, aber sie tragen Tilak und Vaishnava Dress, aber das ist Kali in der Form. So many, abusing. Who? Useless. Also gibt es so viele Falsche auf der Welt, sagt Kapila Dev, also passt da genau auf. They are going to break their own heart. Never, Mataji, go for the association. Also gehen niemals zur Gemeinschaft an. Because those who are running for Yoshit Sanga, they are like, puppet on a chain. We have seen one husband following one wife like his guardian. Hey, sit. Hey, man kann in der Welt sehen, dass zum Beispiel der Mann der Frau so folgt wie ein Hund seinem Herrle, dass er, oh, setz dich hin, geh einkaufen, tu das, tu das.
Aber das tötet die, weil der Bewusstsein wird verloren gehen. Urvashi, gibt es eine große Person, Urvara, er ist alone. Die Dämonen sagen, kämpfst du mit ihnen? Also der kraftvolle Mann, eben der war so starke Figur vor dem Kampf, aber hat dann nach seiner Frau hat er dann geweint. Also sieht man, die Kondition, die was da vor sich geht. Everybody losing their personality. So jeder verliert seine Persönlichkeit. Everybody. Who is Napoleon? Who is Napoleon? Wer ist Napoleon? He is also going to lose. Justice Sanga, nobody can avoid Justice Sanga. Also durch die Gemeinschaft verliert jeder alles. Actually, Kapila was giving nice topmost Siddhanta in front of us. Also jetzt ist ein schönes Siddhanta vom Kapila Dev. Yatha tat sangi sangata 35 sloka. No tathasyo, like Kapila was speaking, oh mother, there is no such bondage. I mean, it is the strongest of all. Oh Mataji, there is no such bondage which you can compare with other bondage. Due to vanity, false ego, you can, because what kind of, you know? You can see. You have money, so you have, actually Kunti Devi already told. Kunti Devi hat auch schon gesagt. Janmai sajja suto sivi redamano madahappamano naiva arhati avidatam vai tamakinchana gocharam. So now actually, Kapila Maharaj speaking, Und jetzt spricht Kapila Dev wieder. That bondage is the strongest of all. If you are falling into Yoshit Sanga, also wenn du in die Yoshit Sanga fällst, dann ist das die größte, sind es die größten Fesseln von allen. Also keine andere Fessel ist größer. Also wenn du erklärter Mann bist, dann ist das auch ein Fessel. Oder wenn du in der hohen Familie Geburt nimmst, ist das auch ein Fessel. Wenn du schön ausschaust, dann ist das auch ein Fessel. Du denkst, ich schaue so schön aus oder ich bin so reich. Also das sind alles Fesseln. Aber von all den Fesseln, die stärkste ist das die stärkste, dass du in die Yoshit Sanga fällst. No tatha svaveda bandha bandhaschanna prasannata Yoshit Sangyadi yatha pungso yatha tatsangi sangataha. Yoshit Sanga means direct Yoshit Sanga, or those who are going for Yoshit Sanga, also you can avoid them. Their association also one kind of Yoshit Sanga. Now Kapila Maharaj speaking, who is there in his whole universe? You cannot find a single personality who can go out of my Maya, who can cut my Maya. Only in Narayan Rishi in Himalaya. Only the Narayan Rishi. But nobody can go out of Maya. So keiner kann rausgehen aus der Maya. No Maya can stand. Aber von Narayan kann keine Maya stehen. Indra hat da einmal himmlische Prostituierten geschickt zu Narayan, um ihn rund zum Fall bringen. Und die Prostituierten haben dann tanzt vor ihm, fast halbnackt. Aber wenn Narayan geschaut hat, er hat ganz langsam seine Augen aufgemacht und dann
dann haben die himmlischen Frauen sich gedacht, oh, da müssen wir gehen. Kamdeva ist dann gekommen. Also war eine gefährliche Situation. Er ist dann auch geflohen. Er hat nichts machen können vor ihm. Also vom Shiva ist der Kamadev gekommen. Und aus seinem Kopf ist Feuer gekommen und der Kamadev ist dann verbrannt worden. Und der gleiche Kamadev hat Geburt genommen dann als Prajumna, der Sohn von Krishna. Aber wir müssen denken, der Kamadev ist der Demigott und der andere ist von Goloka. So, das sind zwei verschiedene Kamadevs. But that Kamdeva, who is submerged with Pradyumna, that Kamdeva, his identity is separate. He is from heaven. But he is from Golok. Not that Shankar Bhagavan going to burn up Pradyumna. Pradyumna is Supreme Lord himself. Anuruddha Pradyumna was this Siddhanta should be very clear. Very, very neat and clean Siddhanta. Otherwise, no, big problem. So now, actually, Kapilji Maharaj speaking, Rishing Narayanam Rite Yasid Bochen Rishing Narayanam Rite except Narayanam Rishi Rishing Narayanam Rite Yasid Mayeha Mayaya. Who can get out? Kapila Dev, der sagt jetzt, nur Narayan Rishi ist erfolgreich aus der Maya herauszukommen, weil er ist die höchste Persönlichkeit. Und jetzt sagt er zur Mutter, also ich habe so viele Energien, unendliche Energien, Manifestationen von so vielen Energien, gleich materielle und spirituelle Energien. Man kann sie nicht zählen. Und jetzt spricht Kapila Dev, oh Mutter, also wenn ich die Form von einer Frau in die Welt bringe, dann können alle zum Fall gebracht werden. Ohne dass du die volle Barmherzigkeit von Gurudev hast, nachher kommt deine Gottschwester, die wird morgen zu deiner Frau. Jetzt denkst du, okay, das ist der Gottschwester oder Gottschwester, aber dann morgen wird es deine Frau. Also jeder kann darunter fallen. So you see, Kapila speaking, if I put one Joshit Maya in front of public, also Kapila Dev sagt, wenn sogar große Rishis, die fallen runter. All Durvasa, every Wichtigste Muni, Vishwamitra, Vashishta, große Rishis, die fallen alle runter. Durch das Antlitz von einer Frau. So, Yoshit Maya, das kann die ganze Welt kontrollieren. Wir brauchen nicht die Napoleon, um die Welt zu regieren. Nur der Yoshit Maya, das kann die ganze Welt regieren und wird erfolgreich sein. So you see, here Kapila is speaking more big, nice way. Cha karoti parakranto bhu brijimena kevalam. My Maya, Joshit Maya, only his brew, eyebrow. I am speaking this way. All big beard, gone. They fall down. Also die Maya, die muss nur einmal die Augenbrauen zwinkern, nachher fallen alle runter. So alle 10 Ecken im Universum, die werden alle besiegt. Sogar Shankar, Shiva, der wollte auch Maya sehen. Yoshit Maya.
Und Krishna sagt dann zu ihm, na, es ist nicht gut für dich, dass du das siehst. Aber Shiva sagt, na, ich möchte es jetzt sehen, ich möchte es jetzt sehen. Und nachher sieht er eben auf einmal eine wunderschöne Frau vor sich. Und seine Ehefrau ist neben ihm, dann vergisst er die Parvati. Und geht auf sie zu, auf die andere Frau, was er da sieht, leicht bekleidet. Obwohl das Krishna selber ist, die schöne Frau. Er ist eben in der Form, der Illusion jetzt vom Shiva. Also sie nennt sich Mohini. Also er ist im Nachgang der Frau, dann hat seine Frau verlassen und ist der Frau nachgegangen. Und nachher ist die Frau wieder zum Krishna geworden und hat er gesagt, oh, was für ein Problem, was für ein Problem. So kein Rishi kann so sprechen, dass du die Maya überwunden hast. Jederzeit kann die Maya zum Runterfallen bringen. So jetzt Yogo suparam paramarurukshu satsevaya prati lavdatma labho bodhantiya nirayadaru. But you see actually, Yogosuparam is a Sangam na kuriyat pramadasu yatu Yogosuparam paramarurukshu satsevaya pratilabdhyatmo labho badantu yad nirayadaramashu is a gate of hell. You like to go to hell? Is a gate of hell. Eintritt zur Hölle. Where is the green signal to go to hell? Das grüne Signal für die Hölle. Dasselbe Chaitanya Mahaprabhu sagt You cannot remember? I also forget. No, I always remember. I was always speaking. So you see, I can remember now. Definition of Vaishnava. I can speak. Where is? No. Sangam na kuriyat pramasa is here. Chaitanya Mahaprabhu speaking. I many times speaking. So anyway, I can remember just now. Sangam na kuriyat pramadasu yatu jogosya param paramaru lukshu. Chaitanya Mahaprabhu also speaking same way. Niskincanasya bhagavad bhajanunmukasya Niskincanasya bhagavad bhajanunmukasya Param param jiyo misho bhavasagarsa Sandarsanam jashina Sandarsanam jashina jashinam hato Mane sandarsanam vishayana mato jashita mancho Ha hanto hanto visho bhakkanatopi ashadu. Same thing, I remember now. Always speaking. Huh? You can remember this thing. You must remember. There is the blessing of Chaitanya Mahaprabhu. Huh? You must remember this point. That you are going to lose everything. Huh? Those who are going to go out of this material world. Also die, was raus aus der materiellen Welt gehen, von dem Einfluss, die müssen die Qualität entwickeln. Niskinchan also, those who are Niskinchan, they want to prove that we are sannyas, we are paramahansa. For them it is a strict regulation. Those who are brahmachari. So wie Niskinchan ist es eine strikte Regulation. Warum spielen die? Nobody there to control this situation. Also keiner ist da jetzt momentan die Situation zu kontrollieren. Und deswegen sagt Mahaprabhu, what speaking actually? Niskinchanasya bhagavad param param jiva misha bhavasagarsa sandarsanam vishayanam sandarsanam vishayanam jashitanancho ha hanto hanto visha bhakkanatopi sadhu. If you take poison and die, it's still good. If you are coming in renounced order, also wenn du Gift nimmst, it's very bad. Mahaprabhu can never excuse you.
dann ist es gut. Also das Punishment, das was er gegeben hat zum Chota Haridas Thakur. Also es ist besser für einen, der was den Lebensstand des Sannyasi angenommen hat, aber dann mit Frauen verkehrt, dass er selber Gift nimmt und stirbt, als wie dass er so weitermacht. Oh Mutter, das ist der Eingang zur Hölle. Also versuch nie so eine Gemeinschaft zu haben. Lass dich ja nicht auf das ein. Also die, was auf dem extremen Punkt gehen von Yoga, so Karma-Yoga, Gyan-Yoga zu Bhakti-Yoga aufsteigst, machen Paramaru Rukshu, der extreme Punkt von Yoga, wenn du so weit aufgehst, stufenweise, also pass da auf, wenn du das willst, geh nicht für irgendein Yoshit Sanga. Und du musst immer beschäftigt sein mit Satsanga, Satsevaya, weil ohne dem kriegst du, kann dein Bewusstsein nicht steigen. It is called the gate of, hell. If you are stepping in, if you like to step into this, hell, then you can, from gate you can enter and go. Otherwise don't go. This way actually, Kapilji Maharaj ki, they are giving so many, instruction to us. So we are getting so nice instruction. And after that, Mataji, Devahuti, Mataji, getting success. So gibt er jetzt Kapila, der gibt all die Instruktionen und nach dem ist wirklich die Devahuti jetzt erfolgreich. So Devahuti hat jetzt ein hohes Wissen entwickelt und sie versteht alles, wie es jetzt vor sich geht in der Welt. Es ist nur die höchste Persönlichkeit überall vorhanden. Und nichts ist da für meinen eigenen Genuss. Jannamodheyo sarvananukirtanat Jat prahovanadas Jat smaranadopi kachit Shadyo yopi sadda savanaya kalpate Kuta punaste bhagavan nudarshana Jannamodheya savananukirtanat Jat prahovanadat Jat smaranadopi kachit Sadhu pisaddo savanaya kalpate Kuta punahaste bhagavan nudarshanat Aho bato sapachuto pigoriyan Jajjuhagra vartate namato bhyam Te pus tapaste yuhu susnarya Brahmana uchurnam grinanti jete. So nicely. I mean, Devahuti Mata singing, Jannamodheyo Savananu Kirtunan, the name of Supreme Lord is here, and sing Jannamodheyo. If I meditate, also wenn ich über den Namen von Krishna meditiere, dann kann ich Krishna sehen. Jannamodheyo Anukirtanat unter der Führung von Guru und Vaishnava, was sie hören. Then, Devahuti Mata speaking, Jannamodheyo Savarnanu Kirtanat, from Kirtan and meditation, singing and hearing, Yat Prahoranat Jasmaranat Api. Remember, Sadhu Api, Sadhu means Sadhu, Ado, Svado, Ado, Kutta, Kukur, dog. Those who are cooking dog and eating. Yes, you can go to Thailand, here, there, on Christmas Day. In Thailand, da essen sie zum Beispiel zu Weihnachten Hunde und Katzen. They are in queue, big queue, yes. Und die alle seien in der in big queue, they cannot supply meat.
in der Reihe stehen sie an, dass sie eben Hundefleisch und Katzenfleisch kriegen. Kuhfleisch, Dog, die kochen Hunde und Katzen. Instantly they become fit to do for fire sacrifice. They become so strong. It is not, exaggeration. I am not speaking, some philosophy, false philosophy. It is written there. Es ist dort geschrieben, he become fit. dass sogar solche Leute dann qualifiziert werden, die was solche Tätigkeiten ausführen, wenn sie den Weg befolgen. Kartik Puja, Kali Puja, marriage, I can get some money. Bhakti will no, you cannot do, you should not do. When you are attending Paramarthik Brahmanatva, let all a material Brahman can do. Be careful. Bhakti will speaking very right way. So, Aho Bhatu Sapachot, Topi Gauriyan. 7 number. It is 33 adhyay. Yannamadheya savananukirtanat Jat prahavanat Jat smaranadupi kachit Sadhu yopi saddha savanaya kalpate Kutaha punahaste. Also die, was den Namen chanten, das können sogar Hundeesser und eben die werden durch das befreit. Also das ist keine Exaggeration, also keine Übertreibung. Das ist Tatsache, dass die auch befreit werden durch das Chanten des Namens. Those who are more than, those who are fallen show. Also die, was gefallene Seelen sein. Also wenn die Krishna Bhajan ausführen, dann werden sie auch zu großen Seelen. Also wenn wir einen Mann am Kremationsort finden, was die Körper verbrennt, Crematorian gown, you can go and find some black personality there, ready with wood and everything, peace. Any dead body coming. So you are also going to die. I am also going to die. You can remember this thing. Someday I am going to die. Somebody going to fall. Be careful. Now actually, Kapila is speaking. Also Kapila, der spricht jetzt, aber wenn du so gefallen bist, aber wenn du Hare Krishna sprichst, es chantest, dann bist du höher als wir Brahmana, angesehene Person in der Gesellschaft, weil du den heiligen Namen chantest. Das ist jetzt von Devahuti, der gebetete Gebete. Also wenn du vorfindest, dass dein Name, der heilige Name auf der Zunge tanzt, Haridas Thakur you see, Jaru Thakur you see, Jaru Thakur, Kalidas, one maternal uncle, of Raghunath Das Gosai, is going in the house of Jaru Thakur. They are low family, low caste. Now when coming, Jaru Thakur crying, you have very low family, what service I can do? You cannot take big water and I cannot cook for you. Better I can arrange some raw material and bring to one pure Brahman house, they can cook for you, please accept, I can do some seva for you. Actually, Kalidas speaking, don't worry, I come to take darshan of you. Darshan of me? I am so fallen soul. No, you are great devotee. And I bring some mango for you. Could you accept please? Yes, very. I bring some mango. One petty box of mango. And putting in front of Kalida and speaking all about Harikatha. After that, Kalidas going away. Today I am going, someday I can come again to take darshan. Then Jaru Thakur giving instruction to wife. He is bringing some mango full of basket, one basket full. So better we can get out and wash, I can offer mentally to Krishna.
because we are fallen so, there is no salagram, nothing. So I can offer mentally to Krishna and take. Then his wife getting and washing a nice mango. And Jaru Thakur eating nicely. After the screen and this sheet, throwing into dustbin. And that Kalidas waiting very secretly. When he can throw in dustbin, I can go and take that prasadam. Otherwise he is not at all going to give me. He thinks I am low family. But I know he is a great devotee. How to get to Chista? He is waiting very secretly. After that, when he finds our dustbin they are going to throw, he is going and collecting, he is taking very nice and crying. So he is doing so nice seva. So Chaitanya Mahaprabhu knowing everything. When he reaching Puri, Nilachal Dham, Chaitanya Mahaprabhu never allow anybody to take feet wash. While entering Chaitanya Mahaprabhu hat niemanden erlaubt, seinen Fußstaub zu nehmen. Aber wenn Kalidas gekommen ist im Tempel, und hat er seine Füße gewaschen und er trinkt das Wasser. Einmal, zweimal, dreimal. Und hat er dreimal getrunken, weil du eben den großen Glauben hast in die Rechte von den Vaishnavas. So Brahma, Shiva und Shankar, die können das nicht kriegen. Aber Kalidas kriegt es. Also so einen starken Glauben muss man haben in Guru und Vaishnava. Also wenn Haridas Thakur die letzte Opferung gekriegt hat, hat er gesagt, oh, ich bin in einer niedrigen Familie, aber du gibst mir. Du sollst es zu den Brahmanas doch geben. Und Acharya Goswami sagt dann, nach die Schriften nach, das, was ich mache, das ist das Beste. If I offer the last thing and a last prasadam to you, I am getting benefit. Tumi khaile koti brahman bojo noy. Billions of Brahman can take prasadam and you in one court. Another court, thousands and billions of Brahman. I cannot make. Also wenn Millionen von Brahmanen, wenn ich dir jetzt fütter, das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich dir das jetzt gebe. So, nimm prasadam. Shraddha, last port. Just take. This way you see. Oh, you see. So we are going to stop today. So jetzt stoppen wir. Jetzt sind wir fertig. Jannamo dheya savananu kirtana jat pravanat jat smaranadapi kachit Sadhu pi shadda savanaya kalpati kutaha punaste bhagavan darshana vancha kalpaturvasi ki basinda vyavcha patitanang pavanebho vishnabhyo namo namaha. Etat nivrittamanana michhatam akutuhayam yoginam nipurnilitam harinam anukirtanam